Aufnahme läuft in jeder Form. Es geht los. Meine Lieben, ich begrüße euch mit dem 5. Wochenspruch. Wir fliegen noch weiter hinaus in die Welt mit unserer Seele, mit unserem Bewusstsein hinaus ins Licht. Darum geht's hier. Im Lichte, das aus Geistestiefen, im Raume fruchtbar webend, der Götter Schaffen offenbart, in ihm erscheint der Seele Wesen, geweitet zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit Innenmacht. Also es geht jetzt immer mehr darum, dass wir wieder Bewusstsein dafür bekommen, dass unser geistiges Wesen, unser wirkliches geistiges Wesen und auch unsere Seele viel größer ist als das, was wir so normal im Alltag halt da drinnen eingesperrt in uns erleben. Wir sind eigentlich viel weiter und wir sind verbunden im Grunde mit all den geistigen Wesenheiten, die da draußen sind. Auch wenn wir sie jetzt zunächst einmal bewusst vielleicht noch nicht mitbekommen, aber hier und da kommt vielleicht ein bisschen ein Ahnen durch. Davon war ja auch in den letzten Wochensprüchen schon die Rede, dass man vielleicht einmal ein bisschen ein Ahnen bekommt, eine gefühlsmäßige Berührung bekommt, dass da etwas Schönes draußen ist, etwas, was mich irgendwie anregt, was mir etwas sagt. Ich verstehe es zwar vielleicht noch nicht genau, aber was mich berührt, seelisch berührt irgendwo. Und alles das, was uns da seelisch draußen berühren kann, ist zugleich aber auch immer eine Selbstbegegnung, weil wir sind mit unserem wahren Wesen auch da draußen. Überhaupt unser Ich ist das Größte überhaupt. Es spiegelt sich in uns so als kleiner Punkt irgendwo, wir erleben es da oben irgendwo meistens, weil wir halt heute sehr starke Kopfmenschen sind. Ja, realer ist es oft viel mehr in der Tätigkeit, im Tun, im Willen drinnen, da ist oft viel unmittelbarer das Ich drinnen. Ist zum Beispiel ganz wichtig beim Künstlerischen, dass es aus dem Tun herauskommt. Nicht, ich sitze wochenlang und grübel, wie sollte das Kunstwerk gestaltet werden. So, ja, ich habe eine Idee, ich will das und das machen, aber dann geht's los und ich werde tätig und im Tätigsein staune ich selbst immer mehr, was dabei herauskommt und merke, aha, das passt oder nein, da passt's noch nicht. Aber ins Tätigsein hineingehen. Also das Ich sitzt eigentlich an verschiedensten Punkten in uns, aber so ganz wach bewusst wird's da drinnen, halt irgendwo da oben in dem Punkt, das ist das Zentrum. Wir haben ja da so den Ich-Punkt in etwa, da oben, das ist also das Bewusstseinszentrum. Darum malen die Inder da den Punkt her, da zwischen die Augenbrauen. Aber wir sind also eigentlich riesengroß, wir gehen über den sichtbaren Kosmos hinaus und erst jenseits des sichtbaren Kosmos, und zwar mit sichtbar meine ich nicht nur, was wir mit Augen sehen, sondern auch mit allen Teleskopen oder sonst wo, wenn wir ans Weltenende schauen können, sozusagen das Ende des Universums, des Iches noch irgendwo dahinter, außerhalb von Raum und Zeit. Und von dort kommt unsere eigentliche Kraft und in dieser Kraft unseres Iches drinnen, ja, dieselbe Kraft, die im ganzen Weltschöpferischen drinnen liegt. Das ist dieser Ausspruch, den wir ja immer wieder zitieren, also dieselbe Ich-Kraft soll dem Menschen eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe, sagt der Christus. Dieselbe Vollmacht. Also es gibt keinen Unterschied zwischen unserem Ich und dem Christus-Ich in gewisser Weise, außer dem kleinen Unterschied, wir müssen erst lernen, mit dieser Kraft umzugehen. Und dieser kleine Unterschied ist aber natürlich ein riesengroßer Unterschied, weil wir können heute noch sehr wenig. Aber es gibt keine Grenze. Das heißt, geht nicht, gibt's nicht für das menschliche Ich. Es gibt nichts, was dem menschlichen Ich nicht grundsätzlich erreichbar ist. Wann und wo hängt davon ab, wie schnell wir uns entwickeln. Aber es gibt grundsätzlich keine Grenze. Und in dem liegt aber eben auch drinnen, dass wir tatsächlich immer mehr Mitgestalter, ja, der Erde,
aber letztlich des ganzen Kosmos werden. Wir sind bereits in der Phase drinnen, wo wir aktiv mitgestalten. Den Kosmos. Merkt man noch nicht sehr, sehr deutlich, aber man wird es immer deutlicher merken. Und das wird die Natur verändern, das wird die Erde verändern. Darum haben wir oft gesagt, also es gibt kein Zurück zur Natur, wie sie einmal in der Vergangenheit war. Das wäre völlig kontraproduktiv. Erstens würde es nicht funktionieren. Das Einzige, was passieren würde, wäre, dass die Erde absterben würde. Also in dem Sinn, wie sie früher gelebt hat, kann sie heute nicht mehr leben. Dass wir jetzt mit unseren Dummheiten noch zusätzlich Schaden der Natur bereitet haben, ist ein zweites Kapitel. Aber trotz allem, ohne den Menschen geht es nicht in die Zukunft. Die Natur würde also wesentlich früher absterben, wenn wir nicht tätig wären. Also die Natur braucht uns. Es ist also ganz falsch, was man ab und zu hört, ach Gott, der Natur ging es viel besser, wenn es den Menschen nicht gäbe. Natürlich, man kann auf die Idee sehr leicht kommen, weil wenn man an der Oberfläche schaut, zerstören wir im Moment einfach sehr, sehr viel. Also Abrodung der Wälder, weiß Gott was, Verpestung der Atmosphäre, Verseuchung des Bodens, allein was wir mit der Düngung aufführen und damit den Boden also extremst belasten und das Bodenleben also zutiefst beeinträchtigen. Also da ist ein ganz neuer Ansatz notwendig, wie er ja eben zum Beispiel gegeben ist in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Und da geht es nicht primär darum, dass wir ein besseres Essen haben und dass uns wieder besser schmeckt. Das ist eigentlich der Nebeneffekt. In Wahrheit geht es darum, die Erde zu heilen. Und zu heilen aber heißt nicht zu einem Zustand zurückzubringen, der in der Vergangenheit war, sondern zu einem neuen, höheren Zustand in die Zukunft hinzuführen. Ist im Übrigen das Prinzip der Heilung immer. Heilung heißt in Wahrheit nicht Wiederherstellung eines alten, halbwegs gut funktionierenden Zustands, sondern es ist ein Aufbruch zu einem neuen Zustand. Also Heilung heißt immer, ich überwinde etwas Altes, was sich letztlich als schädlich erwiesen hat oder was Probleme macht, weil die sind das Ergebnis des alten Lebensprozesses und ich setze anstelle dessen etwas Neues. Und auch das wird in der Zukunft immer mehr ganz individuell am menschlichen Ich liegen. Das heißt, für jede Art von Medizin, von Heilung, ist ganz stark gefordert die Mitarbeit des individuellen Ich. Es ist eigentlich von jetzt an ein No-Go zu glauben, dass irgendwer uns heilen könnte und wir passiv einfach als Patient da sind und es geschehen lassen. Das heißt nicht, dass wir nicht Hilfe annehmen können und sollen und brauchen werden, aber dann nur, dass die Anregung kommt, dass wir selbst unsere eigenen Heilungskräfte aktivieren, die uns in einen neuen, gesünderen, höheren Zustand erheben. Das ist ganz wichtig und wir haben dabei ja immer auch die Unterstützung der Christuskraft dabei, denn der Christus wirkt in unserem Ich, durch unser Ich, mit unserem Ich. Er ist da und nur es passiert nicht einfach, mach, kurier mich, sondern es heißt, du musst wollen. Du musst wollen. Du musst gesund werden wollen, sozusagen. Du musst in Einklang mit deinem Schicksal sein wollen. Also, das heißt auch mit den Prüfungen, die damit verbunden sind. Denn Krankheit zum Beispiel kann auch eine Prüfung sein, wobei ich nicht sage, dass alles immer aufs Karma der Vergangenheit zurückzuschieben ist. Es entsteht ja immer auch wieder Neues. Aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die zu bewältigen ist, egal mit welchem Ausgang. Also selbst wenn man stirbt an einer Krankheit, dann kann das richtig sein. Dann kann das richtig sein, wenn man nämlich so weit entwickelt ist, dass man mit der Körperlichkeit, die man sich zubereitet hat für diese Inkarnation, einfach nicht mehr weiterkommt. Das ist gar nichts Böses, das ist kein Versagen, das kann eigentlich ein höchster Triumph und Erfolg in Wahrheit sein, zu sagen, okay, ich bin so schnell vorangekommen, dass ich mit dem Werkzeug, das ich mir gebaut habe, nicht mehr durchkomme.
dass es ein Hindernis ist. Und es ist halt einfach, da seht ihr aber, wie unterschiedlich die Perspektive ist aus dem kleinen Ich, das halt da drinnen sitzt und von da irgendwie ängstlich oder begehrlich oder wie immer in die Welt hinausblickt und unserem wirklichen Ich, das viel, viel größer ist. Und man muss halt ganz deutlich sagen, das große Ich geht nicht sehr schonend immer mit dem kleinen Ich um. Also es hat am allerwenigsten die Sorge darum, ob es dem kleinen Ich so besonders gut geht. Sondern das große Ich will sein Ziel erreichen oder seinen Weg gehen, das heißt seine Kräfte ausbauen. Ich meine, es ist dann oft eher der Zuspruch von außen, der halt hilft, versöhnen das kleine Ich mit dem Großen. Das große Ich ist da relativ, ja, ich will nicht sagen brutal, aber es kennt sein Ziel und die ganzen Schwierigkeiten, die wir hier unten haben, sind für das große Ich einfach Stufen, die zu überwinden sind Aufgaben, die zu überwinden sind, aber das große Ich hat mit dem kleinen Ich relativ wenig Mitleid, in Wahrheit. Das müssen eigentlich die anderen Menschen haben. Das ist nämlich das Interessante. Und das Spannende ist, wenn man das ist ein sehr ungewohnter Standpunkt, nicht? Weil normal gehen wir davon aus, ach, uns geht's gut, wenn das kleine Ich sich wohlfühlt da herunten. Also unser Ego zufrieden ist, halbwegs, ihm tut nichts weh, es ist halbwegs glücklich, es hat seine Freuden, dann sagen wir, das Leben ist gut. Aber wenn man einmal erkennen lernt, sich von diesem höheren Standpunkt des wirklichen Ich zu betrachten, dann ist die interessante Erfahrung, Schritt für Schritt, mit dem einem das gelingt, werden Schwierigkeiten, Schmerzen sogar, die zu überwinden sind, kleiner im Erlebnis. Das ist ganz interessant, nur da muss man wirklich ganz ehrlich dazu stehen. Und jeder Künstler merkt es zum Beispiel, wenn er in einer großen Aufgabe drinnen ist und für sein Ziel, und es ist ganz egal, wie schlecht es ihm geht. Es ist im Vergleich zu dem Werk, das er hervorbringt, unwichtig. Und wenn er dafür sein Leben hingibt, weil er sich so verausgabt, dass er dann früh stirbt, dann ist es eben so. Und er wird sich nie abhalten lassen, davon sein Werk zu vollbringen. Und nur solche Künstler sind wir alle. Und das Kunstwerk, das wir wirklich hervorbringen, sind wir selber. Indem wir hier auf Erden sozusagen uns immer mehr zu dem Abbild dessen schaffen, was wirklich unser großes Ich ist. Also Kunst liegt eigentlich drinnen im sich selbst gestalten und im Überwinden aller Hindernisse, die da auf dem Weg liegen. Das ist schon wieder einmal eine ganz große Aussage und was vielleicht schwer verdauliches. Also, aber wenn ich ehrlich sprechen soll, dann kann ich euch nicht sagen, ja, schaut, macht Geistesforschung, beschäftigt euch damit und es wird eurem Ego super gut gehen. Dann sind wir aber genau im falschen Weg der Esoterik. Dann sind wir auf dem luziferischen Weg. Der Luzifer genau verspricht uns das. Und warum ich das so deutlich und so klar sage, ist, weil die Gefahr immer größer wird. Es gibt also mittlerweile gar nicht so wenige esoterische Bestrebungen in der Welt. Wir sind einerseits in einem sehr starken Materialismus drinnen, das ist der Ahriman halt, der sehr stark da drinnen steckt. Wir sind aber andererseits menschheitlich in einem sehr stark luziferisch-spirituellen Zeitalter auch drinnen. Luziferisch-spirituell. Und der Luzifer sorgt immer dafür, dass dem Ego gut geht. Und dass das Ego glücklich ist, dass es schwebt in höheren Welten, die aber Scheinwelten in Wahrheit sind. Jedenfalls luziferische Scheinwelten sind und nicht die wirkliche geistige Welt sind. Und wir werden dort im Grunde immer abgelenkt von der Aufgabe, die sich unser wirkliches Ich setzt.
so schwer die Entscheidung immer zu treffen ist, aber es ist eigentlich immer ganz klar, wenn zwei Wege sich öffnen und einer ist glänzend und schön und lichtvoll und voll Engelgestalten, die leuchten die ganze Zeit und flimmern und glitzern, und ein anderer Weg, der düster ist und wo man weiß, bumm, der wird hart, der wird schwer und ich habe keine Ahnung, ob ich das Ziel erreiche oder mich irgendwo verliere, dann ist das der richtige Weg. Und das sage ich, weil wir ja jetzt in der Apokalypse gerade an dem dunkelsten Punkt und an dem tiefsten Punkt sind, wo wir aber hingehen müssen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und ich habe die letzten Male davon gesprochen und insbesondere das letzte Mal, dass die ganze Schöpfung unserer Erdenwelt, jetzt mal sagen wir unserer Erdenwelt im engeren Sinn, unser Erdenkosmos, dass er ja von der Gottheit durchaus, ich sage einmal, bewusst so veranlagt ist, dass es keine vollkommene Welt ist. Es wäre möglich gewesen, eine vollkommene Welt zu schaffen, weil die kosmische Vorgängerstufe unserer Erde, der sogenannte alte Mond, der auch genannt wird der Kosmos der Weisheit, heißt deswegen so, weil im Zuge dieser alten kosmischen Entwicklung die Weisheit entwickelt wurde. Und mit Abschluss dieser alten Entwicklung wäre es möglich gewesen, erstmals mit der Erdentwicklung einen perfekt weisheitsvoll geordneten Kosmos zu schaffen. Vorher war das noch nicht möglich, sondern das ist eine Entwicklung, die beginnt mit der sogenannten alten Sonne, das war noch vor dem alten Mond. Da fängt die Entwicklung der Weisheit so ganz leise an. Da kommt dieses Weisheitslicht einmal, aber es ist zunächst nur Licht, das noch nicht sehr, sehr tiefschöpferisch eingreifen kann. Auf dem alten Mond geht es weiter, da greift es bis in das flüssige Element hinein. Und auf der Erde wäre die Möglichkeit, dass sich das verwirklicht bis in das feste Erdelement, also bis in das dichteste Element. Und es wäre möglich gewesen, also die Erdenwelt zu einem perfekten Kosmos zu machen. Die Gottheit hätte diese Möglichkeit gehabt. Und das ist nicht geschehen, weil es etwas Höheres gibt. Etwas, was darüber hinausgeht und einen Kosmos zu schaffen, der jetzt unvollkommen ist, aber der in sich das Potenzial hat, zu einer viel, viel höheren Stufe aufzusteigen. Man muss dazu sagen, wenn wirklich die Erdentwicklung ein vollendeter Kosmos geworden wäre, dann wäre das erstens zugleich die Welt der Sorvatwesen gewesen. Sie wären dann im vollen Einklang damit gewesen und es wäre eine Endstation gewesen. Ein Kosmos, der in diesem vollendeten Zustand dann sozusagen in alle Ewigkeit weiter existiert und der keine weitere höhere Stufe mehr zulässt. Und es ist im Leben des einzelnen Menschen, in der Geschichte, in der Erdentwicklung, auch im Kleinen immer so, im Grunde, wenn etwas vollkommen wird, ist es Zeit, es fallen zu lassen und was Neues zu beginnen. Also einen neuen Aufbruch zu machen. Und auf dieser Erde hier, während der Erdentwicklung, geht es darum, diesen Neuaufbruch zu beginnen. Diesen Neuaufbruch zu beginnen, der letztlich, darüber haben wir schon gesprochen, dazu führen wird, dass der Mensch einmal, wenn die ganze Entwicklung durch die 7 kosmischen Stufen, mein Kater ist mit dabei, diesmal ist der andere, die gehören auch dazu, gell? Aber bitte schalt mein Tongerät nicht aus. Wenn die 7 kosmischen Entwicklungsstufen vollendet sind, dann ist der Mensch so weit, dass er dann, wenn er wieder aus dem Geistigen herauskommt und eine völlig neue Entwicklung beginnt, die im Grunde nicht vorhersehbar ist, wie sie wird.
Im Grunde ist da nichts vorhersehbar, nämlich aus einem ganz einfachen Grund, weil schicksalsmäßig, karmisch gesehen, ist dann die ganze kosmische Entwicklungskette abgeschlossen. Das heißt, es geht nichts in die nächste Stufe über. Von nachher will ich gar nicht reden, ihr wisst, der Zeitbegriff, wie wir ihn kennen, ist da überhaupt nicht mehr passend. Die Zeit beginnt auf der ersten Stufe, auf dem alten Saturn. Da fängt es an, irgendwie einen Sinn zu machen. Und sie hört mit dem 7. Zustand, mit dem Vulkanzustand am Ende auf. Und das wäre ein eigenes, riesiges Thema. Was ist Zeit? Welche Aufgabe hat die Zeit? Will ich mir aber jetzt nicht verlieren drinnen. Jedenfalls beginnt dann etwas völlig Neues. Und die Entwicklung ist komplett offen, weil kein Karma, kein Schicksalsfaden aus der Vergangenheit mitgeht. Das Einzige, was hinübergeht, und das ist aber das Entscheidende, sind die geistigen Wesenheiten. Und die Fähigkeiten, die sie entwickelt haben. Und nur was dann im großen Stil beginnt, was aber jetzt schon im Kleinen beginnt, ist, dass es eine, ja wie soll ich sagen, das ist so ziemlich Einzige, was man abschätzen kann. Es wird, naja, eine völlig dezentrale Schöpfung, könnte man sagen. Es wird eine Schöpfung, wo es nicht ein bestimmendes Zentrum gibt, aus dem alles geschaffen wird, wo sozusagen ein Schöpfungsplan oder ein Schöpfungswille herunterfließt, sondern es wird ein Impuls sein, der von unzähligen geistigen Wesenheiten getragen wird, die die ganze Welt gestalten dann. Und an führender Stelle, nämlich an ausführender Stelle, wird dann die Menschheit stehen. Die Menschheit im weitesten Sinne. Und wenn ich das aufgreife, was ich in den letzten Vorträgen gesagt habe, dass wir ja eigentlich auch unseren ganzen Kosmos sehr viel weiter denken müssen, als wir ihn noch vor relativ kurzer Zeit gedacht haben. Und das ist mit auch zu danken durchaus der äußeren Wissenschaft. Das hat begonnen ja, mit der Neuzeit, das hat begonnen mit dem Kopernikus schon und mit dem Kepler und so weiter, mit dem Galilei, mit den Fernrohren, die gekommen sind, die uns gezeigt haben, dass der Kosmos, von denen die Griechen halt noch gedacht haben, okay, das ist also die Erde und die 7 Planeten rundherum und dann gibt's noch den Fixsternhimmel, die Feste, wie es in der Bibel genannt wird, das Firmament. Aber das haben sie eigentlich als relativ engen Kosmos gedacht, im Vergleich zu dem, was es heute ist. Der Kosmos ist viel, viel größer und es sind aber Billiarden von Sternensystemen, Sonnensystemen draußen, auf denen allen sich geistige Wesenheiten entwickeln. In welcher Form auch immer. Und ob die in jetzt so einer körperlichen Form wie wir vorhanden sind, ob das zu ihrer Entwicklung dazu zählt oder nicht, ist ein ganz anderes Kapitel. Das ist, glaube ich, im Moment für niemand noch wirklich abschätzbar, was sich dort abspielt. Aber ganz sicher ist, dass es dort geistige Wesenheiten gibt und dass es praktisch auf allen Sternensystemen auch Wesenheiten gibt, die jetzt ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Vielleicht in einer ganz anderen Form, als wir es machen. Da ist also noch wahnsinnig viel zu entdecken, weil der Kosmos ist jedenfalls sehr, sehr groß. Und es ist jetzt also wirklich in unserem Bewusstseinsseelenalter Zeit, also diese Erweiterung des Horizonts also auch einfach zur Kenntnis zu nehmen. Rudolf Steiner sagt das ganz deutlich, alle Sterne da draußen sind Inseln geistiger Wesenheiten. Und wir sind verbunden mit diesen geistigen Wesenheiten. Das kommt noch dazu, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich habe das schon öfter erzählt, wir gehen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durch diese Bereiche und haben dann eine ganz individuelle Beziehung zu ganz bestimmten Sternensystemen. Und jeder Mensch hat seine ganz individuelle Beziehung, bei keinem Menschen genau gleich. Also wir sind nicht alle mit allem gleich intensiv verbunden, aber mit ganz bestimmten. Und mit denen haben wir eine gemeinsame geistige Aufgabe. Egal wie weit weg diese Sternensysteme jetzt
äußerlich sind. Das ist alles äußerer Sinnenschein. Fürs Geistige spielt die räumliche Entfernung überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Wir gehen ja tatsächlich auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durch diese Reiche. Geistig, wir fliegen nicht mit einer Rakete dorthin und wieder zurück. Aber geistig gehen wir durch und verbinden uns damit. Und das heißt, jeder Mensch, der hier auf Erden sich inkarniert, bringt auch etwas mit von diesen Impulsen, die er von dort mitgenommen hat, mit denen er dort bekannt geworden ist sozusagen. Meistens erinnern wir uns natürlich nicht daran. Die große Schwierigkeit ist ja erstens einmal, wenn wir durchgehen durch diese Sternenregion, überhaupt einmal im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, in diesen hohen Regionen bewusst zu bleiben. Also in der Regel, je nach geistigen Entwicklungsgrad, schlafen wir früher oder später ein und gehen mehr oder weniger unbewusst durch. Und dann müssen halt höhere geistige Wesenheiten dafür sorgen, dass wir so zur nächsten Inkarnation herunterkommen, dass es passt für unsere nächste Inkarnation, dass wir dort die uns gemäßen Entwicklungsbedingungen finden, also durch die Art der Geburt, durch die wir durchgehen und so weiter, dass wir also in die richtige Inkarnation sozusagen halbwegs zumindest hineinkommen können. Halbwegs, weil natürlich immer das Störfeuer der Widersacher da ist und vieles nicht gelingt, was von oben man sich vornimmt. Und man muss schon da, wie soll ich sagen, ja, wenn man sich inkarnieren will, irgendwie ein bisschen erfinderisch sein, wie man damit zurechtkommt. Ich meine, es kann oft ganz anders kommen, als man es ursprünglich geplant hat und wir wählen in Wahrheit, auch wenn wir die Eltern auswählen, wir wählen sie ja aus und in Wahrheit bei den meisten Liebesbeziehungen, die entstehen dadurch, dass da wer herein will. Die lenken so vieles. Das kann ein flüchtiges Abenteuer sein und die Eltern sind noch vor der Geburt des Kindes schon wieder auseinander. Kann genauso sein und kann genauso wichtig sein für das Kind. Man sieht auch da, dass das wird also zunehmen natürlich. Es wird, dass das immer verwirrender wird, diese Gestaltung. Also so wie es noch im Mittelalter war, die lange Familientradition und man wächst in das hinein und und wenn man noch früher zurückgeht, wird man immer wieder in denselben Stamm öfters hineingeboren, um ja von dort alle Kräfte mitzunehmen. Heute springen wir durch die ganze Welt von Inkarnation zu Inkarnation. Also das ziemlich sichere oder höchstwahrscheinliche ist, dass wir sicher nicht irgendwo in der Nähe von da inkarniert werden, sondern ganz woanders in der nächsten Inkarnation. Ganz woanders. Mit ganz anderen Aufgaben und auch ganz etwas anderes äußerlich gesehen machen. Und insbesondere, wenn dann Menschen sind, die eine hohe geistige Entwicklung durchgemacht haben bereits oder eine gewisse geistige Entwicklung durchgemacht haben, die finden ihre Aufgaben überall in der Welt, weil es gibt an allen Orten der Welt was zu tun. Und die wenigsten werden äußerlich groß in Erscheinung treten. Also gerade die groß in Erscheinung treten, wenn das in seltenen Fällen ein großer Eingeweihter ist, der groß in Erscheinung tritt und den die Geschichte auch groß verzeichnet, dann ist es eine Opfertat. Eine ganz große Opfertat. Menschen, die wirklich geistig entwickelt sind, gehen eigentlich als ganz unscheinbare Menschen durchs Leben. Weil dann können sie am meisten wirken. Es gibt halt hier und da die Notwendigkeit, auch in die Öffentlichkeit zu treten, so wie es Rudolf Steiner getan hat, weil eben der Zeitpunkt da war, wirklich Geisteswissenschaft in einem ganz modernen Sinn in die Welt hineinzutragen. Und weil das, was da war, schon an alten Überlieferungen, konnte so in der Art nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden. Die Übergangsstufe mit der Theosophischen Gesellschaft war auch noch nicht so geeignet dazu. Die vielfach auf noch halbbewussten oder unbewussten Eingebungen oder war mediale Sachen, die im Hintergrund liegen, das, was Rudolf Steiner gebracht hat und was sein Ziel war, es in ganz klaren Einklang zu bringen mit dem
nüchternen wissenschaftlichen Verstand. Und in Wahrheit zwischen den Erkenntnissen der nüchternen äußeren Wissenschaft, sofern sie klar bei den Fakten bleibt und sie nicht zu sehr in Spekulationen verliert, und den Erkenntnissen der Geisteswissenschaft, kann es keinen Gegensatz geben, sondern es ist sogar eine notwendige Ergänzung. Weil genau das, was man äußerlich sinnlich erforschen kann, muss man auch äußerlich sinnlich erforschen. Das geht nicht anders. Auch der Geistesforscher kann nicht mit seinem Geistesblick die sinnliche Welt erforschen. Er kann erforschen, was an geistigen Kräften dahinter steckt und darin wirkt, was die nächste Ebene ist. Aber was die äußeren sinnlichen Tatsachen sind, muss er auch sinnlich anschauen. Und es wird vielleicht einmal die Zeit kommen, sie wird sicher kommen, wo ein Wissenschaftler der Mensch ist, der beides zugleich ist. Ein Ansatz dazu, einen noch nicht ganz voll bewussten, aber doch sich bewusst, dass der Weg dorthin geht, war Goethe. Denn er spricht immer vom sinnlich-übersinnlichen in Wahrheit. Oder in der Farbenlehre vom sinnlich-sittlichen Erleben. Mit sittlich meint er eben einfach den geistig-moralischen Hintergrund der ganzen Sache. Und für ihn war es eigentlich undenkbar, beides zu trennen voneinander. Und das ist ganz richtig, wir brauchen beides zusammen. Und das ist aber ganz, ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig, weil genau da stehen wir immer vor der Gefahr, entweder holt uns der Luzifer, der holt uns so ganz ins Geistige hinein. Und die schnöde Sinneswelt, ja, natürlich, wenn sie im schönen Abglanz dasteht, dann ist es ja in Ordnung, aber so die profane äußere Welt, nein. Da schweben wir drüber als geistiger Mensch. Aber dann sind wir im Luziferischen drinnen. Und jeder, der sich vorstellt, wenn ich im Geistigen bin, dann schwebe ich da irgendwo oben schon so als halbertes Engel, dann kann ich sicher sein, das ist halt ein luziferisches Bengel, das uns dazu verführt hat. Ist ganz klar. Aber es ist eben in Wahrheit nicht so klar, weil die Verführung ist wahnsinnig groß. Die Verführung ist wahnsinnig groß. Und das andere ist, dass wir halt ganz uns aufs äußere Materielle konzentrieren und alles Geistige ableugnen, was bis so weit geht, dass man selbst nur, was Bewusstsein ist, keine Ahnung. Ich erkläre nur, wie das technisch funktioniert und mehr schaffe ich eben nicht. Weil tatsächlich gerade das Bewusstsein zu erklären, schafft bis jetzt die äußere Wissenschaft nicht. An dem scheitert sie immer wieder. Also die Gehirnforscher scheitern daran, obwohl sie an ihrem Scheitern, und das habe ich schon öfter erwähnt, der Mensch entwickelt sich durch seine Irrtümer weiter. Es irrt der Mensch, solange er strebt. So steht es im Goethe drinnen. Und seid dankbar für jeden Irrtum. Dort lernen wir. Für das, was locker geht und was wir problemlos zusammenbringen, das ist schön. Natürlich, das können wir benutzen, damit können wir viel machen, aber weiterentwickeln tun wir uns damit nicht. Erst wo wir dorthin kommen, wo wir uns eine Aufgabe setzen, an der wir wieder scheitern. Und dann noch 5-mal und noch 10-mal scheitern und dann haben wir es irgendwann. Und dann geht der Spaß weiter. An dem gehen wir. An dem entwickeln wir uns weiter, durch das gehen wir weiter. Und das gilt für jeden geistig strebenden Menschen. Das heißt, das gilt natürlich auch für den Geistesforscher, für den Eingeweihten. Er scheitert auch immer wieder. Und nicht alles funktioniert so, wie er sich vorstellt. Das ist nicht immer seine Schuld, aber die Bedingungen der Umgebung führen dazu, dass es halt einfach nicht funktioniert. Und man muss sich halt, wie soll ich sagen, noch stärkere Impulse hereinholen, um dieses Hindernis, das uns durch die Widersacher aufgeworfen wird, zu überwinden. Ich meine, was hat Rudolf Steiner nicht alles hereingebracht und was ist nicht aber auch alles gescheitert in der Praxis? Also wenn man nimmt nur den ganz großen Impuls der sozialen Dreigliederung, nachdem die Welt schreit, heute noch mehr schreit in Wahrheit als zu seiner Zeit. Aber was ist davon verwirklicht worden bis jetzt? Die Widersacher sind extrem stark, das zu verhindern.
Und die Notwendigkeit ist riesengroß. Und das Problem ist, dass wir dann wirklich einfach einen Weg finden müssen, eine größere soziale Gemeinschaft aufzubauen, die nach diesen Prinzipien einmal miteinander umgehen kann. Und an dem scheitern wir schon immer wieder. Da kann der Steiner nichts dafür. Aber wir scheitern daran. Wir schaffen es oft nicht einmal in einem kleinen Betrieb, das zu leben irgendwo. Wo diese Prinzipien, die dahinter stecken, alle funktionieren. Also die Prinzipien des Wirtschaftslebens. Dazu gehört auch, dass es wirtschaftlich sauber und ordentlich läuft und nicht auf Verlustbasis läuft, sondern dass man einfach einen wirtschaftlichen Verstand hat, wie man umgeht damit. Dazu gehört, dass die Freiheit des Geisteslebens drinnen ist und dazu gehört ein gesundes Rechtsleben, also ein gesundes Rechtsempfinden, das drinnen ist. Oft schaffen wir das schon in den einfachsten Einrichtungen nicht wirklich. Also das sind große Herausforderungen vor uns da. Und diese Dreigliederung des sozialen Organismus sollte heute weltweit eigentlich schon da sein. Im Kleinen wie im Großen. An dem krankt heute alles. Würfelt sich heute alles durcheinander. Das Geistesleben mit dem politischen Leben, mit dem Wirtschaftsleben. Also Geistesleben spielt die geringste Rolle im Grunde. Das ist nachgeordnet heute absolut dem Wirtschaftsleben und dem Staatsleben. Absolut. Und von einer geistigen Freiheit, nämlich als soziale Kraft, ist es nicht vorhanden. Ja, Freiheit wird sehr oft gesprochen und der Einzelne hat vielleicht irgendwo seine Freiheit. Aber dass das wirklich im sozialen Gestalten da ist, nicht, überhaupt nicht. Nehmt nur das ganze Bildungssystem. Das ist geregelt, genormt vom Staat, geregelt vom Einfluss der Wirtschaft und keineswegs von der individuellen Freiheit der Menschen, die es tun. Und das bräuchte man. Jede Schule müsste autark sein. Und sie bestimmt, was dort gemacht wird. Und in der Schule muss jeder Lehrer autark sein können. Und das muss man unter den Hut bringen. Da müssen zwei Lehrer, zwei Mathematiklehrer, der eine sagt, so muss es gehen, und der andere sagt, nein, ich mache es ganz anders. Und beide Wege können richtig sein. Beide Wege sind richtig, wenn sie es mit ihren Schülern so machen, wie es zu ihren Schülern passt. Im Verhältnis zu der bestimmten Lehrerindividualität, die da ist. Wenn er das macht, wird er es mit jeder Klasse, wo er genau denselben Stoff macht, trotzdem komplett anders wieder machen, weil er andere Schüler hat. Und der zweite Lehrer, der dieselben Schüler unterrichten würde, wird es noch einmal komplett anders machen, weil ein anderes Verhältnis da ist. So beweglich muss das sein. Da gibt es keine Norm im Grunde. Und man kann einen Lehrplan aufstellen, natürlich, aber der Lehrplan ist eigentlich nur abgelesen an dem, was da Sache ist. Was die Kinder brauchen für ihre Entwicklung. Das heißt, einen genormten Stundenplan und einen genormten Lehrplan gibt es schon überhaupt einmal nicht. Da müssen wir noch viel, viel weiter denken. Und im Grunde sagt der Steiner ganz genau, und auch in der Entwicklung der Waldorfschulen steht da noch ein weiter Weg bevor. Wir sind noch lange nicht am Ende dessen, also was es einmal sein kann und sein muss für die Zukunft. Das ist ganz radikal im Grunde. Es ist ganz auf die Individualität der Kinder und die Individualität des Lehrers abgestimmt. Und dann gibt es aber eine gemeinsame, größere Individualität des Schulorganismus. Weil alle gemeinsam eigentlich eine höhere geistige Wesenheit einladen, mit dabei zu sein. Und mit der sind auch dann alle in Verbindung irgendwo. Und so geht es weiter. Und dann sind vielleicht ein Schulverband von vielen Schulen, die auch etwas Gemeinsames finden. So entsteht langsam erst ein gemeinsames Geistesleben. Ich meine, ein wirkliches Geistesleben ist es eben erst, wenn wirklich Geist drinnen ist. Und Geist sind geistige Wesenheiten, die drinnen sind. Das sind die Kinder, das sind die Lehrer und das sind die höheren geistigen Wesenheiten, die sich mit diesen Gemeinschaften verbinden können. Also ich wüsste nicht, ob wir in irgendeinem Staat heute auf der Welt ein Bewusstsein dafür haben, dass
nachdem eigentlich sich das Bildungswesen, das Schulwesen, das Universitätswesen entwickeln sollte, das Forschungswesen entwickeln sollte. Wir sind heute ganz auf dem Weg in die gegenteilige Richtung. Heute steht das Schulleben unter Kuratel, das heißt unter Aufsicht der Wirtschaft in Wahrheit. Und der Staat ist der Handlanger dafür. Aber es wird alles auf das ausgerichtet. Und das ist eine extreme Einseitigkeit und ich habe nicht den Eindruck, dass dabei die Leute nämlich paradoxerweise dann wirklich wirtschaftlich denken lernen. Das ist nämlich das Paradoxon noch dabei, nicht einmal das kommt dabei raus. Aber es ist also eigentlich vielfach etwas, was nur das Geistige hinten und vorn behindert. Im Grunde. Man muss es einmal ganz offen aussprechen, diese Dinge. Ich weiß schon, man kann den Sprung zu dem, was es sein sollte und sein könnte, nicht in einem Tag und nicht in einem Jahr und wahrscheinlich auch nicht in 10 Jahren machen, aber es müssten einmal Schritte kommen in die Richtung und da sind eine ganze Menge Schritte notwendig. Und dazu braucht man aber dieses Bewusstsein dafür, was ist der Mensch wirklich als Ich-Wesenheit? Welche schöpferische Kraft liegt in ihm? Und welches, ja ich sage geradezu Verbrechen begehe ich, wenn ich diese Kraft nicht wecke? Weil es kommt dazu, dass diese Kraft nicht so ohne weiteres von sich selbst aus erwacht, sondern sie braucht die Anregung. Die Anregung durch die anderen geistigen Wesen, die da sind, also namentlich durch die Mitmenschen, die da sind, und die Ermutigung auch dazu. Weil die Widersacherwesen sind heute, was heißt heute, sie waren immer schon sehr raffiniert, aber sie sind heute noch raffinierter geworden und finden unzählige Wege, uns in eine andere Richtung zu lenken. Und das ist eben immer die Richtung des so angenehm erscheinenden Pfades. Und das schleicht sich in alles ein, das schleicht sich in die Pädagogik ein, das schleicht sich überall ein. Es ist nämlich ein großer Unterschied dazwischen, ob sozusagen, ja, man die Schüler, wie heißt es bei uns, bespaßt, also dass sie, ja, das super finden, das ist so toll der Unterricht, aber eigentlich nehmen sie nichts mit, sie haben halt einfach Spaß gehabt. Das allein ist zu wenig. Aber es ist auch zu wenig, wenn alles nüchtern und trocken ist und sie halt jetzt sozusagen hingeprügelt werden zu ihrem Wissen und wo die Auslese dann ist, nur die Besten bleiben über. Das heißt, die einfach sich dem unterwerfen, dem System und brav alles auswendig lernen, es wunderbar auch pflichtgemäß anwenden können, aber im Grunde keine Kreativität entwickeln. Und wo man das fördert mit allen möglichen Punkteln und Sternen oder was, die man verteilt, damit schürt man nur den Egoismus. Und das setzt sich bis in die höchsten Ebenen fort. Die Zuckerln werden halt dann größer in den höheren Ebenen mit irgendwelchen Böstchen oder sonst was. Und das ist das Geistesleben, das heute da ist. Und es ist so in der Theaterwelt, es ist so überall. Es geht eigentlich immer ums Geld heute. Wäre ja nicht schlecht, wenn das Geld seinen richtigen Weg ginge. Geld ist eigentlich der im sozialen Organismus fließende Geist oder Ungeist, je nachdem. Entscheidet selber, was heute mehr fließt. Natürlich, die Wirtschaft ist dazu da, um das Geld sozusagen bereitzustellen, die Mittel bereitzustellen, dass das Geistesleben tätig werden kann. Das Geistesleben hat nicht die Aufgabe, das Geld sozusagen zu verdienen, indem es Waren verkauft oder was. Aber es hat die Ideen zu bringen. Aber dazu muss das Wirtschaftsleben, muss das Staatsleben halt die Mittel liefern letztlich. Und das muss wirklich zirkulieren. Und das zirkuliert heute sehr, sehr eigenwillig. Es zirkuliert schon sehr viel. Man kann gar nicht sagen, dass heute nicht gewaltige Geldmengen eigentlich im Geistesleben sind, aber es ist die Frage, welches es ist.
Also wir haben heute zum Beispiel immense Kapitalmassen, die sich eigentlich losgelöst haben von der Wirtschaft, die in der Realwirtschaft nicht mehr tätig sind. Ich meine, das machen 90% mittlerweile ungefähr aus des Geldvolumens, das im Grunde keine wirtschaftliche Deckung hat, also durch die Wirtschaftsleistung, sondern das rein durch die Spekulation entsteht. Das aber sehr wohl ein gewaltiges Machtmittel ist, um bestimmte Ideen in der Welt zu verwirklichen. Und die Frage ist, welche sind es? Wo kommen die her? Wir haben heute das Phänomen, und das ist das typische Phänomen jetzt unserer arimanischen Zeit und die Vorbereitung eigentlich dessen, was man nennt, die Inkarnation Arimans oder was, immense Kapitalmassen bereitzustellen für immer weniger Menschen. Und die sagen jetzt, was geschehen soll. Und sie haben die Geldmittel dazu, um das wirklich physisch draußen in der Welt zu realisieren. Und das gestaltet das Sozialleben letztlich, das gestaltet die Welt nach diesen Ideen. Damit wir jetzt gar nicht sagen, dass alles schlechte Ideen sind, aber es ist die riesige Gefahr, dass da einfach dahinter, namentlich die arimanischen Widersacher und alles, was dahinter steckt, dass die dort tätig werden und dass sie das versuchen zu machen, was die Gottheit ganz bewusst nicht gemacht hat. Eine perfekte Welt, die wie ein Uhrwerk läuft, herzustellen. Und das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Ich meine, es taucht in den Romanen oder so schon die längste Zeit auf, wenn du denkst, Huxley, schöne neue Welt und dergleichen, steht ja so drinnen. Eigentlich auf den ersten Blick ist alles wunderbar, alles funktioniert. Und alle sind scheinbar glücklich dabei, aber alle gleich. Alle gleich. Eigentlich ist alle Individualität ausgeschaltet im Grunde. Und es zählt nur die eine Individualität, die oben das geordnet hat, dass es halt so laufen soll. Und das funktioniert nicht. Weil wir gehen hin im Grunde auf eine vieldimensionale Welt, wo so viele verschiedene Perspektiven, so viele Lebensgestaltungen da sind, als es einzelne Menschen gibt. Und die können ganz konträr sein und wir stehen vor der großen Schwierigkeit, das unter einen Hut zu bringen. Und zwar unter einen Hut zu bringen, ohne dass oben wer sitzt, der alles regelt, sondern wo wir es miteinander regeln können. Und das ist selbst schon in einer Zweierbeziehung oft schwer. Nicht wahr? Und erst recht, wenn dann Kinder noch dazukommen, wird es noch schwieriger, weil die Kinder vielleicht von sich aus in Wahrheit einen Impuls in eine ganz andere Richtung haben. Das ist heute so, muss auch so sein. Also die Kinder müssen einen ganz anderen Weg gehen, ihren Weg, der hat nichts zu tun mit den ihrer Eltern. Im Allgemeinen kann in einzelnen Fällen so sein, aber sie nehmen etwas mit, was sie für ihren Weg brauchen. Aber Eltern glauben immer noch, ihr müsst das machen, was ich für gut halte irgendwo. Oder ich will euch ja nur einen guten Weg ebnen. Aber das ist der gute Weg, wie sich die Eltern vorstellen. Der Weg des Kindes ist vielleicht ein anderer, irgendwann. Natürlich, man muss sie leiten, bis sie so weit sind, dass sie aus eigenem entscheiden können, ihren Weg, bis sie den Impuls überhaupt finden. Das fängt erst so langsam an, aber heute durchaus immer früher auch schon. Also die Entwicklung beschleunigt sich. Und also in einer solchen Schöpfung stehen wir drinnen. Und der Abgrund besteht eigentlich in all den Dingen drinnen, die diesen Weg verhindern, die aber eigentlich immer sehr auf dem ersten, zweiten, dritten Blick sehr vernünftig, sehr moralisch und so weiter ausschauen. Nicht wahr? Die Menschen, die jetzt die Welt ordnen wollen, man darf nicht einfach davon ausgehen, ach, die wollen einfach ganz bewusst die ganze Menschheit verderben und in den Abgrund führen. Das ist schon der Romanniveau. Das ist es überhaupt nicht. Sondern es ist ein Impuls da,
die Welt zu verbessern, zu einem Ideal hinzuführen, aber eben nicht zu erkennen, dass es nicht nur dieses eine Ideal geben kann, sondern dass die Welt immer mehr werden muss, ein Zusammenfluss vieler Ideale. Vieler verschiedener Ideale, weil jedes einzelne Individuum einen Impuls mitbringt, der wert ist, in die Welt gesetzt zu werden. Und es geht darum, dass wir einander den Raum geben, diesen Impuls zu entwickeln. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir auf dem Weg in den Abgrund und dort hängen zu bleiben. Und um nicht dort hängen zu bleiben, müssen wir aber sehr genau heute in unserer Zeit diesen Abgrund studieren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, welche Gefahren dort auf uns lauern. Und damit ist aber auch heute moderner geistiger Weg halt, wie soll ich sagen, ja, deutlich anstrengender geworden in gewisser Weise als in der Vergangenheit. Ich meine, es ist heute so, und man merkt das, weil, wie soll ich sagen, die Menschheit ist in Wahrheit als Ganzes bereits mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts über die Schwelle gegangen, was so viel heißt wie, es kommt Geistiges herein wieder. Und es sickert auch langsam ins Bewusstsein, wird noch nicht erkannt, vielfältig, aber es hat Wirkungen, die damit verbunden sind und die sich oft als allererste darstellen. Es heißt, dass wir auch immer mehr mit unseren dunklen Seiten konfrontiert werden. Und das kann bis zu Geisteskrankheiten hinführen oder zu etwas, was man für Geisteskrankheiten hält. In Wahrheit ist es so, dass der Geist ja niemals krank werden kann. Der Geist ist immer gesund, aber es kann sein, dass es nicht schafft, sich richtig in seinem Organismus zu verankern. Also sei es in seinem physischen Leib, in seinem Ätherleib, in seinem Astralleib. Und es ist ganz stark eben heute da, dass alle die Kräfte, vor allem die mit unserem Doppelgänger zusammenhängen, oder mit unseren Doppelgängern. Eigentlich muss man, wenn man genauer spricht, sagen, es ist eine Mehrzahl. Also es ist zumindest einmal ein arimanischer Doppelgänger und ein luziferischer Doppelgänger. Aber selbst da gibt es noch Unterabteilungen. Also wir sind eigentlich eine sehr vielfältige Persönlichkeit. In Wahrheit erkennt das heute ein bisschen auch die moderne Wissenschaft, die Psychologie, auch die Gehirnforscher bis zu einem gewissen Grad gehen davon aus, dass es solche Phänomene gibt, also dass es aber darum tun sie sich wieder wahnsinnig schwer damit, über das Ich zu sprechen. Das Ich ist für sie eine Illusion. Sie glauben heute, naja, eigentlich wir sind eine ganze Vielzahl von Egos oder von Persönlichkeiten, die oft im Widerstreit miteinander liegen. Das ist halt die gängige psychologische These irgendwo, dass da eine ganze Vielheit drinnen ist und die Frage ist halt, wer die Oberhand kriegt. Aber da kommt eine richtige Beobachtung heraus, sie wird nur wieder ganz einseitig gedeutet, weil das eigentliche Ich ist ihnen nicht zugänglich. Das kann man auf die Art der Forschung, wie man es heute macht, auch nicht erkennen. Aber man erkennt trotzdem die Begleiterscheinungen des Ganzen, dass das Ich aufwacht zum Geistigen. Über die Schwelle gegangen zu sein, heißt, dass das Ich prinzipiell bereit ist, fürs Geistige aufzuwachen. Ist so paradox, gerade im Zeitalter des Materialismus passiert das. Gerade in dem Zeitalter. Das sogenannte dunkle Zeitalter des Kali Yuga ist zu Ende gegangen mit Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann ist eigentlich das lichte Zeitalter angebrochen. Nur wenn ich mir das 20. Jahrhundert äußerlich anschaue, denke ich mir, na Dankeschön. Hätte es nicht ein bisschen finsterer sein können? Vielleicht wäre dann weniger passiert. Also die ganzen Dinge, die passiert sind im 20. Jahrhundert und die jetzt im 21. Jahrhundert massiv stärker weitergehen in Wahrheit. Also in Wahrheit ist das 20. Jahrhundert noch
harmlos gewesen gegen das, was jetzt kommt. Auch wenn es auf anderer Ebene ist. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit nicht wieder so Weltkriege haben, wie sie im 20. Jahrhundert haben. Wir werden Schlimmeres in gewisser Weise haben. Geistig gesehen Schlimmeres. Und eben geistig gesehen schlimmer, dass die Menschheit oder große Teile der Menschheit immer mehr weggezogen werden vom Geistigen, obwohl sie eigentlich das Potenzial hätten, den Zugang zu finden dazu. Und weggezogen heißt, wenn man es noch konkreter sagt, eigentlich nicht zum, hingezogen werden halt zu den Widersachermächten und die zu halten für das Geistige. Das ist das Problem, für das eigentlich Geistige. Es ist ja auch ein Geistiges, aber es ist ein radikal anderes Geistiges. Weil im Hintergrund stehen eben diese Wesenheiten, die wir mit dem Namen Sorat bezeichnen, wobei ich immer wieder sage, die Bezeichnung Sorat ist eigentlich die Bezeichnung für uns. Was wir werden, wenn wir diesen geistigen Wesenheiten folgen, die eben auch mit dem Titel Sorat bezeichnet werden. In der Apokalypse steht es ja ganz verklausuliert. Dort steht einfach nur die Zahl 666 drinnen. Und erst wenn man das in ganz gefinkelter Weise in hebräische Buchstaben umsetzt, die eben auch Zahlen entsprechen, und das damit anschreibt, dann kommt das Wort Sorat heraus. Es ist also sehr verklausuliert drinnen. War dem Johannes zweifellos bewusst. Er sprach ja Hebräisch bzw. Aramäisch. Und überliefert ist das Ganze aber im Original in der griechischen Handschrift, also in der griechischen Schrift. Und man muss also sehr gefinkelt sein, um den Hintergrund zu erkennen mit dieser Zuordnung. Aber dieses Wort Sorat heißt ja eigentlich nichts anderes, dass also alle unsere grundlegenden Wesensglieder, also das heißt der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib und das Ich, einen Weg einschwenken im Sinne dieser hinter dem Sorat-Prinzip stehenden Wesenheiten. Und diese Wesenheiten, die dahinter stehen, sind zumindest die Speerspitze dieser Wesenheiten, und da kann man davon ausgehen, dass dahinter noch höhere stehen, aber die Speerspitze, die also ganz besonders aktiv sind, die stehen auf der gleichen Entwicklungsstufe wie die Elohim, die Schöpfergötter, von denen in der Bibel die Rede ist. Oder die Rudolf Steiner nennt die Geister der Form, die also die Fähigkeit gehabt haben oder haben, eben bis letztlich in das feste Erdelement formend hineinzuwirken. Oder zumindest das so vorzubereiten, dass der Ich-Impuls des Menschen da mitwirken kann. Weil wir haben schon die letzten Male davon gesprochen, dass es eigentlich kristallisiert, die Erde, und damit wirklich erst das feste Erdelement wird. Dazu ist noch notwendig, dass der Ich-Impuls hereinkommt des Menschen. Und dieser Ich-Impuls wurde aber gezündet, wie soll man sagen, dadurch, dass die Elohim ihre Ich-Kraft hingeopfert haben. Und damit ist ein Funke entstanden, kann man sagen. Ein Funke entstanden, ein Funke, in dem diese Schöpferkraft drinnen liegt und der sich dann im Laufe der Zeit verteilt hat und weiter gezündet hat, immer weiter für die vielen Menschen-Iche, die jetzt da sind. Das ist ein langwieriger Prozess. Es kommt aus einer Quelle, aber daraus entstehen viele, viele ganz eigenständige Funken heraus. Aber von dort kommt der Anstoß zu dem. Und dieser Anstoß in der Form, warum konnten die Elohim das überhaupt hinopfern? Dadurch, dass sie so im Großen wie der Mensch im Kleinen in ihre Gemeinschaft allerdings den Christus aufgenommen haben, unmittelbar. Also das Spezielle dieser Geister der Form, der Elohim, während der Erdentwicklung, ist das, dass der Christus unmittelbar durch ihr gemeinsames Ich wirkt. Und dann im ganz Speziellen unmittelbar wirkt
durch den einen Elohim, der der Führende ist, der Sprecher sozusagen, der 7 großen Elohim ist, der dann als Jahwe bezeichnet wird. Der war von Anfang an schon irgendwie der Sprecher dieser Gemeinschaft, aber er ist es dann, der diesen Christusimpuls weiterträgt. Und darum ist, was Moses zum Beispiel erscheint dann als Ich bin, der ich bin, da erscheint die Christuskraft durch diesen Jahwe Elohim, der zu der Zeit dann der Monden Elohim geworden ist schon, der sich mit dem Mond verbunden hat, der sich von der Sonne getrennt hat. Ganz interessant, dass er sich von der Sonne getrennt hat, sich mit dem Mond verbunden hat. Also das heißt mit der ganzen Mondsphäre eigentlich. Um da in diese Mondsphäre hinein einen anderen Impuls zu bringen. Einen anderen Impuls, als es möglich gewesen wäre, noch durch die Gemeinschaft aller 7 Elohim. Und es entsteht sogar ein gewisser Gegensatz zwischen diesem Jahwe Elohim und den anderen 6 Elohim. Eine Spaltung. Das ist ganz interessant, das ist in gewisser Weise eine Disharmonie, die auch entsteht drinnen. So wie dann auch entsteht etwa bei den 7 führenden Erzengeln entsteht ein gewisser Bruch, eine gewisse Scheidung zwischen Michael und den anderen 6 Elohim. Auch da gibt es eine gewisse Scheidung drinnen und sie ziehen durchaus nicht immer am gleichen Strang. Und das ist richtig für die Entwicklung. Aber es ist alles etwas, was dazu beiträgt, dass unsere Welt, so wie sie jetzt ist, die ganze kosmische Welt bis in die fernsten Fernen, nicht vollkommen ist. Nicht vollkommen ist. Wenn sie vollkommen wäre, wären die alle brav unter der Führung der höchsten Spitze und alle im Einklang damit. Nicht mehr perfekte Welt. Aber es wäre nicht das Tor offen zu der viel höheren Welt, die entstehen kann. Die entstehen kann, wenn dieser Impuls, der einstmals nur von der Spitze ausging, bis hinuntergesunken ist eigentlich in das kleinste geistige Wesen, in die Vielzahl der kleinsten geistigen Wesen, die da sind, die ganz neu diesen Ich-Impuls bekommen haben. Und die Gottheit wirkt von nun an, also konkret gesprochen seit dem Mysterium von Golgatha, durch die niedersten, geistigsten Wesenheiten. Dort wirkt sie unmittelbar. Von dort wirkt sie unmittelbar. Und was von oben herunterströmt, ist eigentlich nur mehr Nachwirkung. Das ist bis zu einem gewissen Grad noch notwendig, um den geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, ihre Impulse, ihre, wie soll ich sagen, Direktiven zu geben, weil sie haben im Vergleich zum Menschen eben diese Freiheit, diese Eigenständigkeit nicht. Die Engelwesenheiten, auch nicht die Erzengelwesenheiten, Urengelwesenheiten und so weiter, sie können nicht selbstständig aus ihrem eigenen inneren Ich heraus den Impuls sich holen, sondern sie brauchen ihn, dass er ihnen gegeben wird von oben. Sie können nicht anders. Und die zukünftige Entwicklung wird dorthin gehen, dass diese höheren Hierarchien, die über uns stehen, von dem kleinsten geistigen Wesen, das unter ihnen steht, mit der Zeit lernen, diesen Freiheitsimpuls zu ergreifen. Weil es ist nicht so, dass man jetzt warten müsste, gut, jetzt ist dann endlich einmal halt die ganze 7gliedrige kosmische Kette vorbei, ich sage es jetzt bewusst so endlich vorbei, und jetzt geht's los mit wirklich im großen Stil, mit einer ganz, ganz neuen Entwicklung. Und ja, was ist dann mit den ganzen geistigen Wesenheiten, die uns vorausgegangen sind? Bleiben die dann ewig ohne Freiheit? Oder werden sie teilhaftig der Freiheit, die das kleinste Wesen
bekommen hat. Die Möglichkeit zumindest dazu. Ja, sie werden teilhaftig in dem Maße, in dem der Mensch seine eigene Freiheit entwickelt. Dann lernt zunächst einmal der Engel, der uns begleitet, die Engelwesenheit, die uns begleitet, lernt etwas in die Richtung. Die Engelwesenheiten sind prädestiniert dazu, weil es gibt ja die Variation der luziferischen Engelwesenheiten und die haben einen Ansatz zur Freiheit. Die haben bereits einen leisen Ansatz dazu, der ist zwar nicht so wirklich ausgebildet wie beim Menschen, aber sie konnten zumindest eigenständig zu Verführern des Menschen werden. Diese Freiheit wurde ihnen gegeben. Also sie haben den Impuls drinnen, ja, aus einer gewissen Freiheit heraus den Menschen nach ihren Ideen zu leiten, zu Impulse zu geben. Und das tun sie ganz stark. Impulse, die sie für richtig halten, durchaus, wenn ich das jetzt in menschlichen Begriffen ausdrücke. Aber die Freiheit des Menschen ist noch ganz was anderes. Sie ist nicht nur diese schöpferische Freiheit, einen Impuls zu fassen und versuchen, ihn umzusetzen. Sie besteht auch darin, dem anderen Menschen diesen Impuls nicht aufzudrängen, sondern nur als Anregung zu geben. Und die schwerste Sünde wider den Geist ist, wenn man, und sei es der beste, der größte und der wichtigste geistige Impuls, den es geben kann, wenn man ihn einen anderen Menschen aufdrängt. Und die Schwelle dazwischen ist, die Trennlinie dazwischen, die ist sehr schwer zu finden. Wenn man aus seiner Begeisterung heraus sagt, du musst es auch machen. Und wenn man es vielleicht noch so schlau sozusagen macht, dass man es ja gar nicht so direkt sagt, du musst es auch machen, aber wo man so unterschwellig, suggestiv den Menschen dorthin drängt. Und wo man vielleicht merkt, ja, da kann ich ihn schon so überreden, das merkt er gar nicht. Ich bringe ihn schon dorthin, dass er so unauffällig auf den richtigen Weg kommt. Weil ich davon überzeugt bin. Dann nehme ich ihm seine geistige Freiheit. Und dann stoße ich ihn in die Richtung der Sorvatwesenheiten. Und das ist das Dramatische, weil das ist die Riesengefahr, die heute von jedem geistig strebenden Menschen ausgeht und von jeder geistig strebenden Gemeinschaft ausgeht. Dass sie aus den besten Motiven heraus, aber eben mit mangelndem Bewusstsein, nicht erkennt, dass sie mit ihren Impulsen die Freiheit des anderen nimmt und nicht sie fördert. Das liegt so knapp nebeneinander. Weil es heißt ja deswegen auch nicht, na, ich erzähle da nicht von meinen geistigen Impulsen. Ich meine, da müsste ich jetzt gleich meinen Laptop zuklappen und die Kamera abstellen und ich ziehe mich zurück und bekenne meine Schuld. Und damit habe ich dann für den Rest dieses Lebens und der nächsten Leben sicher genug zu tun. Es geht darum, ihn so zu geben, dass niemand irgendwo hingezwungen wird. Es ist ganz wichtig. Es geht nur darum, aufmerksam zu machen auf gewisse Dinge, aber frei zu lassen. Also wenn ich auch öfters sage, man muss und Ding, nehmt das bitte nicht so, und morgen muss ich jetzt hinrennen und das so tun. Wenn ich das Wort muss gebrauche, heißt das eigentlich nur, dass bestimmte Handlungen auch zwingend bestimmte Konsequenzen haben. Und wenn ich diese Konsequenzen, wenn ich denen was Gutes führen will, dann muss ich in der Zukunft karmisch eben das aufarbeiten, was damit verbunden ist. Also wir erlegen uns selbst ein gewisses Muss auf unserem geistigen Weg auf, indem wir halt mit unseren Taten, so wie wir jetzt sind, immer halt auch karmisch irgendwo was Spuren zurücklassen, auch wenn es noch so gut gemeint ist, und mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen geistig strebend sind, passiert uns das auch. Wir sind nicht gefeit davor, dass uns das passiert. Und
Und wir müssen sehr wachsam sein. Und damit komme ich jetzt auf was zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Die Zeit wird kommen, immer mehr, wo wir auch unserem Doppelgänger oder unseren Doppelgängern begegnen. Und das ist eine dringende Notwendigkeit. Es ist gut, wenn man Begegnungen mit Engelwesenheiten und dergleichen hat, ist alles wichtig. Und wir sollen ja diese Welt kennenlernen und uns verständigen mit diesen geistigen Wesen. Aber das wirklich Essentielle ist, den Doppelgängerkräften zu begegnen, die da sind. Und indirekt helfen uns die Widersacherwesenheiten jetzt, gerade und namentlich die arimanischen im Moment, extrem stark, dass wir möglichst gut, was heißt gut, also möglichst leicht unseren Doppelgängern begegnen. Weil die Doppelgänger werden ziemlich angestachelt durch diese Wesenheiten. Und das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die große Gefahr besteht, dass der Doppelgänger das Ruder übernimmt und das Ich irgendwo in einem Eckerl sitzt und halt mitgeschleift wird und nicht aktiv wird. Die andere Seite ist, es ist die riesige Chance, uns all der, wie soll ich sagen, dunklen Flecken bewusst zu werden, die wir aus einer weiten Vergangenheit mitschleppen. Und auch die Flecken, die wir jetzt noch auf uns laden, auch wenn wir die besten Absichten haben. Und es ist so, dass wir in der Vergangenheit wirklich gewaltige karmische Last uns aufgeladen haben, alle. Und es wird für die Zukunft ein ganz großes Muss bestehen, wenn wir nicht in das Widersacherreich endgültig irgendwann einmal abdriften wollen, das alles aufzuarbeiten. Und man muss sich bewusst sein, die größten Brocken liegen noch vor uns, die aufzuarbeiten sind. Weil wir jetzt noch gar nicht die Kraft dazu haben, sie aufzuarbeiten. Die müssen wir uns erst erwerben. Weil wir haben einfach durch den Einfluss der Widersacher in der Vergangenheit, wo auch eben ganz starke geistige Kräfte durch uns durchgewirkt haben, aber in dem Moment, wo sie durch die Widersacher gelenkt wurden, ist das halt schief gegangen und wir haben es zugelassen und es hilft uns nichts zu sagen, ja, da war halt unser Ich noch zu schwach. Aber passiert ist es trotzdem. Das müssen wir ausbaden. Wir müssen das, weil der Punkt ist, wir müssen es bereinigen, weil es niemand anderer kann. Es ist letztlich trotzdem unsere individuelle Verfehlung. Also das heißt, das ist die nächste Botschaft drinnen, damit dieser Weg zum freien Ich möglich ist überhaupt. Musste die Gottheit es zulassen, dass der Mensch mit seinem Ich zu einem Zeitpunkt, wo das Ich noch so klein ist, dass es im Grunde machtlos war gegen die Widersacher, schwerste Last auf sich gelegt hat. Wir alle. Wir alle. Und dass der Zeitpunkt kommen wird, wo wir diese Last in nichts auflösen müssen. In nichts auflösen müssen. Also das heißt vollkommen das Bewältigen. Jetzt wird gleich wieder kommen, es wird also alles immer schrecklicher und immer furchtbar eigentlich. Die Last wird immer größer. Aber das scheint aus unserer jetzigen Perspektive so, wenn wir also den Berg vor uns sehen. Nur das Ich hat immer die Chance, größer zu sein. Und es geht nur darum, dass das Entwicklungstempo stimmt, also dass wir einfach nicht verschlafen. Ich meine, dieser riesige Berg, der vor uns liegt und der wirklich ein riesiger Berg ist, weil es also halt gewaltige Vergehen waren, der wir uns schuldig gemacht haben, alle. Und die Widersacher haben uns halt geholfen dabei, dass wir diese Vergehen begangen haben. So kann man es auch formulieren. Aber warum das alles? Damit unser Ich frei wachsen kann und so stark wachsen kann, dass es alles das wieder aufheben kann.
Und das ist aber das wirkliche Muss, unter dem das Ich steht, wenn es sich gut entwickeln will. Und die große Verführung ist aber, die uns die Widersacher anbieten und immer mehr anbieten werden, du musst den Berg nicht aufarbeiten. Du musst nicht, du bist doch frei. Die Widersacher haben das nämlich schon kapiert irgendwo, dass der Mensch die Freiheit hat. Das ist zwar ihnen irgendwo, namentlich den avimanischen Wesen, nicht ganz geheuer. Die luziferischen so ein bisschen, die kokettieren damit, weil sie haben ein bisschen was selber davon mitbekommen. Aber so ganz, sie schauen halt, dass der Mensch nicht zu selbstständig wird, aber sie haben zumindest ein gewisses Verständnis. Der Aviman fürchtet es eigentlich, aber als Argument kommt es immer sehr gut. Aber du bist doch frei, du musst nicht. Wer sagt, du musst? Das eigene Ich ist das Einzige, das das Recht hat, zu sich muss zu sagen. Ich habe das und das getan, das hat die und die Folgen. Und wenn ich das aus freiem Ich heraus verantworten will, gehört beides zusammen. Die Tat und das, was notwendig ist, um halt die vielleicht negativen Folgen dieser Tat auszumerzen. Das gehört zusammen. Das heißt, mit jeder Tat, die wir vollbringen, muss uns das klar sein, wir haben halt das Risiko, dass wir irren, einen Fehler machen und damit etwas kaputt machen, das wir dann später wieder reparieren müssen. Und das wird uns noch immer längere Zeit passieren. Da haben wir noch einen Weg vor uns, dass uns das nicht passiert. Aber das Positive daran ist, wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, ist das Ich in jedem Fall befähigt dazu, dieses Problem zu lösen. Das Ich ist das Stärkere, es ist das Größere. Und es wächst. Und je höher der Berg vor uns auftaucht, umso mehr streckt sich das Ich hinauf. Das ist das große Paradoxon. Und es ist nur für unser Bewusstsein, ist es halt einfach immer ein bisschen schwer zu ertragen. Oh, ich strebe und du, und der Berg ist schon wieder gewachsen vor mir. Er wächst eigentlich nur deswegen, weil ich auch immer mehr sehe, wie groß er ist. Und in der Phase sind wir drinnen. In Wahrheit spielt es für die Wirklichkeit keine Rolle, der Berg ist eh da, ob man sehen oder nicht. Nur wie gesagt, die Widersacher bieten uns an, um den Berg irgendwie herumzukommen. Aber dann ist es der Weg in den Abgrund. Dann ist es der Weg in den Abgrund hinunter. Und wie gesagt, der größte Fehler, die größte Verfehlung, die wir heute begehen können, ist die Freiheit des Menschen, des Individuums zu beeinträchtigen. Und es zählt nichts, wie gut wir es dabei meinen. Es zählt überhaupt nicht. Wenn wir einen Impuls geben, dann haben wir die Verantwortung, ihn so zu geben, dass er in die Freiheit des anderen Menschen nicht eingreift. Und wir haben die Verpflichtung, ihn so zu geben, dass der andere Mensch etwas damit anfängt. Das heißt, es kann nicht so gehen, dass ich sage, ich schütte meins einfach aus, schau, ich habe das und das gemacht und so muss das machen, das funktioniert und das ist gut und die Meditation erwarte ich da an und mach dieses und jenes und weil ich halt gerade gut damit gefahren bin, sondern es ist meine Verpflichtung, auch einzuschätzen, passt es zu den Menschen überhaupt? Da fängt schon mal an. Gewisse Dinge, die für mich passen, es ist nicht der schwarze Widersacher, da ist nicht der Ariman, der neben mir sitzt. Der ist eher Luzifer, der Schwarze da. Es ist die Verpflichtung, sich so einzufühlen, so wahrnehmend zu werden für den anderen Menschen, dass das im Grunde jedes Wort prägt, das ich ausspreche zu ihm. Und
ist noch schwerer natürlich, wenn ich jetzt zu einer Gemeinschaft von Leuten spreche oder was. Und es ist ja so interessant, das bei Rudolf Steiner zu verfolgen, wie anders er jeweils spricht vor einem anderen Publikum. Dasselbe Thema, praktisch derselbe Vortrag an verschiedenen Orten gehalten und er ist ganz anders. Er ist vom Satzrhythmus, vom Sprecherrhythmus ist er anders, von der Art, welche Schwerpunkte er setzt, ist er anders. Teilweise in den Aussagen scheinbar sogar gegensätzlich. Wo man sich denkt, wie war das jetzt? Da sagt er so und dort sagt er es jetzt ganz anders. Was ist jetzt richtig? Katzen, lasst euch nicht von den Widersachern jetzt reiten, sonst Abmarsch. Verzeiht bitte, aber es ist jetzt, wir sprechen von den Widersachern, jetzt sind gerade die Katzen doch erfasst von den Widersachern, weil jetzt erlaufen sie ein bisschen, meine zwei Burschen. Aber wir werden uns nicht irritieren lassen davon. Die untermauern halt das Ganze. Das dient zur optischen Illustration des Ganzen. Ja, ich spüre offensichtlich, dass da was im Busch ist. Ja, aber es ist also wichtig eben, dass wir wirklich im Miteinander, im sozialen Miteinander umgehen, einfach unheimlich feinfühlig werden für das, was ist da los, welche Widersacherimpulse spielen mit, welcher erreitet mich jetzt gerade, weil es erreitet sicher einer mit. Die zwei sind immer dabei. Und zu schauen, wie weit darf ich, wie weit kann ich sie zulassen, weil sie bringen auch was Nützliches. Das kommt noch dazu, wir brauchen sie noch. Also sie wegzustoßen, kommt auch gar nicht in Frage, sondern sie im Zaum zu halten. Zu sagen, ja, du darfst mir geben, komm, aber das nur so viel und nur das, was ich jetzt brauchen kann. Also die Aufgabe des Menschen ist in gewisser Weise schwieriger geworden als jemals in der Vergangenheit, aber zugleich ist es ein Indiz dafür, wir sind soweit. Wir sind soweit, dass das losgeht. Und nur wir müssen das erst so richtig realisieren. Aber wir sind eigentlich jetzt in eine Welt hineingestoßen oder haben uns selbst hineingestoßen durch unser Entwicklungstempo, wo es jetzt an der Zeit ist, etwas davon ins Bewusstsein zu heben. Und daher oder dabei unterstützen uns die Widersacher, indem sie namentlich also die Doppelgängerkräfte also sehr, sehr anstacheln, sodass sich die geltend machen und es wird für eine immer größere Anzahl von Menschen in der näheren Zukunft also nicht mehr vorbeigehen, dass sie das merken, dass da etwas ist, dass mich da etwas begleitet, was mich immer wieder irgendwo hinstrengen will und wo man spürt, dass in mir diese Auseinandersetzung da ist. Und das ist gut. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die heute also für das geistige Streben da ist, dass man sehr bewusst sich eigentlich ja im Grunde ununterbrochen begleitet fühlt von seinen Doppelgängern. Ich sage gleich am besten die Mehrzahl davon. Und dass man lernt, mit ihnen einen, wie soll ich sagen, vernünftigen geistigen Umgang zu pflegen. Also das heißt, sie als Aufgabe zu sehen, die zu bewältigen ist, die wir im doppelten Sinn zu bewältigen ist, die wir eben aber auch bewältigen können. Also es ist nicht was an dem wir ewig scheitern müssen. Wir scheitern vielleicht 10 Mal, 20 Mal, 30 Mal, ist okay, aber dann beim 31. Mal geht's. Dass wir wieder einen Schritt weiterkommen und dieser Doppelgänger schon ein bisschen anders reinschaut. Weil wir verwandeln ihn und wir tragen damit, also das ist ein Teil dessen, dass wir damit beitragen zur Erlösung, aber auch der Widersacher, die uns dazu verführt haben, das aufzunehmen und jetzt
erlösen wir sie dadurch, dass wir das wieder abstreifen. Wir haben die Lektion gelernt. Wir zeigen dann damit, wir haben die Lektion gelernt. Dadurch, dass diese Doppelgänger in uns sind. Und indem ich es auflöse, zeige ich habe die Lektion gelernt, und das heißt letztlich, dass aber dann, wenn wir sie gelernt haben, die Widersacher ihrer Aufgabe entbunden sind. Und all der, ja, wie soll ich sagen, Leiden, die sie damit auf sich nehmen. Und das betrifft jetzt die luziferischen, die arimanischen und die asurischen Wesenheiten. Anders ist es mit den soratischen Wesenheiten. Die gehen einen anderen Weg. Die gehen eben gerade den Weg des vollkommenen Kosmos. Und die würden also eigentlich im Grunde eine Welt haben, die jetzt mit Ende der Erdentwicklung stehen bleibt, als eine vollkommene Welt eigentlich, aber eine Welt ohne irgendeiner Freiheit. Ohne irgendeiner Freiheit, ohne einer wirklichen Entwicklungsmöglichkeit. Das ist diese sogenannte 8. Sphäre. Also 8. Sphäre heißt sie eben deswegen, weil sie eben etwas ist, was abseits liegt dieser 7 kosmischen Entwicklungsstufen, durch die unsere Erde durchgeht. Und die dort jetzt als 8. Sphäre aber ihre Vollendung findet in gewisser Weise. Also das wäre eine Welt, die dann aber nicht eine Zukunft hat in dem Sinn, dass dann eine weitere Entwicklung möglich wäre. Diese Welt wäre fertig und würde sozusagen in alle Ewigkeit in ihrer Vollkommenheit existieren. Und diese ganzen neuen, reichen Impulse, die hereinkommen können, eben durch die Freiheit des Menschen, oder sagen wir es jetzt ganz bewusst noch in einem größeren Horizont, der kleinen geistigen Wesenheiten, die während dieser erdenkosmischen Inkarnation ihr Ich bekommen haben, dass die sind, die jetzt die Freiheit vorantreiben. Ich sage es jetzt bewusst, weil das den ganzen Kosmos einschließt. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, wer es sagen kann bis jetzt, aber wir sind sicher hier nicht die einzigen geistigen Wesenheiten, die ein Ich bekommen haben, sondern überall im Kosmos ist es. Es ist allgegenwärtig, das Bild ist also riesengroß. Und in welchem Verhältnis wir zu dem allen stehen, das ist noch wahnsinnig schwer einzuschätzen. Es erfordert die Fähigkeit, um darüber etwas sagen zu können, dass wir wirklich ganz bewusst im Leben zwischen Tod und neuer Geburt durchgehen, durch diese Sternenregion, mit der wir verbunden sind. Also überhaupt über die können wir nur etwas Konkreteres sagen. Dass wir also das ganz wach bewusst durchleben, das allein ist schon schwer genug. Aber das noch Schwerere ist, wenn wir dann wieder uns auf Erden inkarnieren, es sozusagen nicht zu vergessen, sondern dass wir es dann wieder in der Inkarnation auf Erden ins Bewusstsein heben können. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Rudolf Steiner deutet das so ganz zart leise an, also wo der Weg geht durch die Welt in Mitternachtsstunde und wo dann die Maria die ist, die zumindest eine gewisse Ahnung von dem mitnimmt, was sie da in der Welt in Mitternachtsstunde erlebt hat. Und das sich sogar wieder zu Bewusstsein bringen kann, was die meisten eben nicht können. Weil die meisten schlafen schon einmal, wenn sie da durchgehen, überhaupt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, aber dann noch es auf Erden in gewisser Weise erinnern können. Und erinnern können heißt eigentlich, es geistig wieder erleben zu können. Das heißt also geistig schauen zu können, was da passiert ist. Weil diese geistigen Erlebnisse kann man ja dem gewöhnlichen Erdengedächtnis überhaupt nicht einprägen. Dem kann man nur einprägen, ja, wenn ich es jetzt übersetze in irdische Worte oder irdische Bilder, das kann ich mir merken. Und ich kann mir von mir aus merken ungefähr, wie ich dazu gekommen bin, dass ich in diese geistige Region
geraten bin und dort was erlebt habe, das kann ich mir alles merken mit unserem irdischen Gedächtnis, aber ein eigentliches geistiges Erlebnis kann ich mir nicht merken. Das ist immer schon, wenn ich es mir merke, ist es schon etwas, was eine Übersetzung ist. Und ich meine, wir haben schon schwer, uns an einen Traum oft zu erinnern, schon der ist sehr flüchtig. Dabei ist ein Traum durchaus noch sehr stark mit den körperlichen Tätigkeiten verbunden. Also ein Traum ist ja nicht einfach ein rein geistiges Erlebnis. Also die Traumbilder, auch wenn etwas Geistiges hineinspielt, aber es spielt die körperliche Tätigkeit ganz stark hinein. Also was eben beim wirklich rein geistigen Erlebnis eben nicht der Fall ist. Darum ist es aber so schwer, das zu übersetzen, darum ist es so schwer, auch heute das, was man aus einem modernen Hellsehen heraus, also aus einem wirklich nicht körpergebundenen Hellsehen heraus zu erleben ist, wie fasse ich das in Worte, wie schildere ich das, wie drücke ich das vielleicht sogar in ein Kunstwerk aus oder so. Das ist wahnsinnig schwer. Früher war das leicht, weil da waren die hellsichtigen Erlebnisse sehr verwandt mit dem Traumerlebnis. Das heißt, sie kleiden sich in sinnesartige Bilder von selbst. Von dem ist alles noch die Nachwirkung in der Kunstgeschichte bis in die heutige Zeit, dass Engelwesenheiten oder was in menschlicher Gestalt da sind. Das hat eine gewisse Berechtigung, weil diese Engelwesenheiten sehr eng mit den Menschen verbunden sind. Da hat es eine gewisse Berechtigung, aber es wird eine Kunst der Zukunft kommen oder eigentlich schon der sehr nahen Zukunft, wo man diese geistigen Wesenheiten noch ganz anders darstellen wird. Die Zeit ist eigentlich so weit, dass man es ganz anders darstellen muss. Das hat schon die Kunst des 20. Jahrhunderts eigentlich gezeigt und die Kunst des 21. Jahrhunderts wird es noch deutlicher zeigen. So großartig auch Dinge waren, zum Beispiel was ganz Großartiges, die Ikonen, die man mit dem Goldhintergrund oder was. Da ist was ganz, ganz Großartiges drinnen. Aber der Weg in die Zukunft ist es nicht. Der Weg in die Zukunft ist es nicht. Wir können heute uns Impulse holen und jeder Künstler, der also neue Impulse findet oder sucht besser, tut gut daran, all das sehr intensiv zu studieren und sehr intensiv sich zu beschäftigen damit. Und dann die Freiheit zu haben, es zu überwinden und etwas ganz anderes daraus zu machen. Und so müssen überhaupt die geistigen Impulse sein, die Menschen an andere Menschen weitergeben, die gleichzeitig mit uns leben, aber auch die in der Zukunft leben. Das heißt, ich muss eigentlich schon, wenn ich einen Impuls gebe, wenn ich ein Kunstwerk mache, irgendwo einen Impuls haben, da muss etwas drinnen sein, was auch über die Zeiten hinaus reicht. Was nicht dieses Zwingende drinnen hat, was nicht etwas Suggestives drinnen hat, sondern was rechnet auf die Freiheit der Menschen. Fragt mich nicht, wie das im Detail geht, das muss sich jeder Künstler selber beantworten, aber es ist drinnen irgendwo. Aber es ist bemerkbar in der Kunst bereits des 20. Jahrhunderts und auch des 21. Jahrhunderts. Die Kunstwerke sind eigentlich im Grunde immer schwerer zu verstehen. Sie zwingen eigentlich nicht mehr ganz bestimmte Interpretation auf. Ja, hier bei mir wurdeln jetzt auch ein paar Wesenheiten, sagen wir es einmal vorsichtig so. Aber das seid ihr schon gewohnt. Es dient nur der Auflockerung. Wir sind extra engagiert dafür. Ja,
Also ihr seht, man muss es auch mit einer gewissen Lockerheit nehmen. Und das bringt mich jetzt zu noch einem Punkt gleich. Es gehört zu dem geistigen Streben, so wie es heute sein sollte. Und das war selbst in der Vergangenheit in Wahrheit nicht anders bei den Menschen, die wirklich geistige Größen waren. Es gehört Humor dazu. Es gehört Humor dazu. Und zwar, es gehört Humor dazu in den tiefstgehenden Angelegenheiten, da ganz besonders. Und man ist nicht deswegen der geistigere Mensch, weil man einfach immer mit einem versteinerten, ernsten Gesicht über die Tragik der Welt und so weiter dasteht und sich keine Miene verziehen traut. Die großen Eingeweihten lachen. Herzhaft, sie lachen herzhaft. Es wird ja von vielen überliefert, sogar ganz bewusst, dass das eine große Fähigkeit von ihnen ist. Und sie gehen deswegen nicht ins Profane. Überhaupt nicht. Rudolf Steiner war im Übrigen auch ein Mensch, der sehr gerne gelacht hat. Und der sehr gerne auch Witze gemacht hat in den Runden, die ja, und so weiter. Also jedenfalls Marie Steiner hat dann immer ihn getreten unterm Tisch. Und er hat dann, Frau Doktor, warum treten Sie mich? Also ich stelle mir vor, also ich würde mir wünschen, dort wo Anthroposophen zusammen ist, dort ist Humor da. Dort ist der Weltenhumor anwesend. Und das sollte man merken. Also bitte ja nicht, also wie irgend so ein mystischer Orden, die mit steifem, ernstem Gesicht durch die Gänge schleichen und in tiefer Meditationshaltung und das machen sie den ganzen Tag lang. Dann ist da, weiß ich nicht welcher Geist drinnen, jedenfalls nicht der in die Zukunft führt. Humor ist auch immer einfach die Fähigkeit, von der Perspektive, nämlich des großen Ich, einmal mit etwas Belustigung runterzuschauen, na was tust du denn jetzt da unten schon wieder, kleines Ich? Du musst noch eine ganze Menge lernen. Humor ist eigentlich genau das, sich über sich selber stellen können. Und sich selber als kleiner Mensch, als Ego nicht so fürchterlich ernst zu nehmen. Also wenn man sich so im Leben so immer ernst, ach, ich bin so der ernsthafteste Mensch der Welt und natürlich nur den wichtigen und großen Fragen des Lebens zugewandt, ununterbrochen, dann ist es das Ego, das sich gut vorkommt, auf gut Deutsch. Und das hat keinen Platz in der geistigen Entwicklung. Das ist was uns wegführt. Das sind die Widersacherimpulse. Und warum unterstreiche ich das so stark? Weil jeder Mensch, der geistig bewusst strebend ist und erst recht jede Gemeinschaft, die geistig strebend ist, wir sind halt einfach der Angriffspunkt für die Widersacher schlechthin. Es ist ganz klar, wir sind die Antennen, auf uns stürzen sie uns. Und das wird immer mehr werden. Und sie stürzen uns noch dazu so auf uns, dass wir es halt nach Möglichkeit gar nicht mitkriegen. So leicht. Und man muss nicht dem denken, dass das jetzt dann in dem Ende, ich merke es, jetzt bricht das Unheil über mich herein. Nein, es kann also gerade das Gegenteil hereinbrechen. Es kann das totale sich wohlfühlen hereinbrechen. Die Widersacher sind schon gelehrig geworden und sie haben schon sehr gelernt, wie man den Menschen am besten kriegt. Also sorge dafür, dass er sich wohlfühlt dabei, dass er sich brillant vorkommt, dass er sich hochintelligent vorkommt und so weiter. Mit dem arbeiten sie. Und das ist die eigentliche Verderbnis. Ich meine, in der Vergangenheit haben sie es halt mit primitiveren Mitteln erreichen können und mit Gewaltmaßnahmen und Unterdrückung, Zerstörung und was Gott was, um die Menschen zu erschüttern. Aber die Zukunft, die Schrecken der Zukunft sind vielmehr die, dort wo wir auf die scheinbar so angenehmen Wege geführt werden. Und dann erst am Ende dann drauf kommen, jetzt sind wir aber falsch abgebogen irgendwo. Jetzt sind wir schon ganz knapp bei der Welt der Sorvatwesenheiten.
Und, und wo halt dann aber die Gefahr besteht, dass wir uns so mit dem Weg bereits verbunden haben, dass wir dann als Freiheit sagen, na ja gut, dann gehen wir halt dort hinein, weil eigentlich schaut es ja ganz gut aus, die Welt. Eine perfekte Welt im Grunde, in der mir, weil ich so brav ja gefolgt bin dem Weg, eine, ich sag's einmal, irdisch hohe Position zugedacht wird. Weil man muss denken, also diese Wesenheiten, die hinter dem Sorad-Prinzip stecken, haben sie ja ganz besonders eben auf den Menschen abgesehen. Also er ist für sie die ganz wertvolle Beute. Und sie versprechen ihm und sie geben ihm dann auch durchaus hohe Positionen in ihrem Reich. Also das heißt, wir sind dann ein Rädchen in Schlüsselpositionen. Und halt ohne wirkliche Freiheit, aber trotzdem mit Möglichkeiten nach unten zu wirken über ein breites Volk sozusagen. Im weitesten Sinne. Das müsste man sich einmal so ganz genau, will aber heute nicht zu tief anreißen. Ja, wie schaut denn das aus? Gestalten können, individuelles Wesen sein können, doch keine Freiheit zu haben. Das ist doch ein interessantes Thema irgendwo. Wie schaut das aus, aber auch umgekehrt bei den geistigen Wesenheiten, die jetzt über uns stehen, bei Wesenheiten wie Michael, Erzengel Michael. Und er hat nicht die Freiheit, die der Mensch hat. Wie geht das? Das wäre mal eine interessante Frage, dem nachzuspüren. Werden wir es sicher auch tun, irgendwann im Laufe der Vorträge. Aber jetzt möchte ich es nur mal als Thema in den Raum stellen. Weil was auch wichtig ist, dass wir zwar immer wieder sehen, ja, die sind alle irgendwo auf den Menschen konzentriert, daher ist es immer auch bis zu einem gewissen Grad legitim, das alles vom menschlichen Standpunkt aus zu betrachten und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, können wir es auch gar nicht anders, aber wir können trotzdem lernen, uns hineinzuleben in diese anderen Wesenheiten. Wir lernen es einmal an den Mitmenschen, das sind schon andere geistige Wesenheiten. Die haben aber alle das Gemeinsame, dass sie dieses zur Freiheit veranlagte Ich haben. Aber die nächste Stufe kann sein, dass wir wirklich uns beginnen, so eng im Erleben zu verbinden mit unserer Engelwesenheit. Und sie erkennen lernen, aber auch in ihrer Andersartigkeit. Ja, das ist auch eine Ich-Wesenheit. Es ist eine Ich-Wesenheit, die schon sehr viel Geist selbst auch entwickelt hat, weil das ist ja das, was die Engelwesenheiten jetzt entwickeln. Und das hat eine starke Verwandtschaft mit uns, weil wir haben das Ich, das allerdings eben die Freiheit hat, und wir sind auch auf dem Weg, Geist selbst zu entwickeln, sind wir alle auch schon. Es gibt also im Grunde keinen Menschen, der nicht schon ein bisschen was davon entwickelt hat. Die Unterschiede sind halt groß von Mensch zu Mensch, aber eigentlich ist das ja erst die große Aufgabe dann auf dem neuen Jerusalem, also auf der nächsten kosmischen Verkörperung. Dort wird es ganz darum gehen, eben dieses Geist selbst zu entwickeln, das heißt die Seelenkräfte, die astralischen Kräfte komplett zu einer eigenen individuellen Schöpfung zu machen. Damit wird sich aber auch unser Geist selbst unterscheiden vom Geist selbst der Engelwesenheiten. Weil da die Freiheit nicht haben, ist ihr Geist selbst auch anders geartet als unseres. Weil bei den Engelwesenheiten bestimmt nicht einfach das Ich des Engels alles, was dieses Geist selbst betrifft. Sondern da fließt etwas von höherer Quelle hinein. Bei uns wird das Geist selbst von A bis Z unsere eigene Schöpfung, nach unserem eigenen Willen. Bei den Engelwesenheiten ist das anders. Und
wenn wir jetzt also arbeiten an unserem Geist selbst, geht es also wirklich darum, und das ist schon eben ein ganz großer Unterschied, dass wir wirklich unser Geist selbst dadurch erzeugen, dass wir komplett alte astralische Kräfte, das heißt, die uns aus dem Kosmos sozusagen zugekommen sind, das heißt, durch die ganze Kette der Hierarchien letztlich zugekommen sind, dass wir die auflösen und neue erschaffen. Das betrifft ganz besonders natürlich die astralischen Kräfte, die seelischen Kräfte, die durch die Widersacher noch dazu verdorben wurden. Da sollte man eigentlich anfangen. Da ist es einmal das Wichtigste, dass wir die nicht nur läutern im Sinne von, ach, ich streue sie in die Welt hinaus, wie es in vorchristlicher Zeit aber anders gar nicht möglich war, sondern wo ich sie wirklich auflöse. Es gibt sie nicht mehr. Sie werden ins Nichts hineingeführt. Und stattdessen im gleichen Maße werden völlig neue seelisch-astralische Kräfte geschaffen durch das individuelle Ich. Und wenn ich sage seelisch-astralische, heißt das aber, dass das eine Bedeutung für den ganzen Kosmos hat. Es hat nicht nur eine Bedeutung für meinen eigenen Astralleib, sondern letztlich eine Bedeutung für den ganzen Kosmos. Das ändert was in der ganzen kosmischen Welt da draußen. Ja, klein, winzig am Anfang. Also wir sind noch nicht sehr weit und es wird das ganze neue Jerusalem, also die nächste kosmische Verkörperung unserer Welt, wird dazu notwendig sein, um mit dem fertig zu werden. Also das ist jedenfalls so die Zielvorstellung, wenn ich das so nennen darf, dass wir das schaffen dann auf dem neuen Jerusalem, dass wir eigentlich damit als individueller Mensch einen ganz eigenen seelischen Mikrokosmos geschaffen haben in Form unseres Astralleibes und dass die Gesamtheit der Menschen, der Ich-Wesen, die jetzt dann hinübergegangen sind auf das neue Jerusalem, dass die alle gemeinsam bilden dann den großen astralischen Makrokosmos. Das wird das Ende sein der Entwicklung des neuen Jerusalem oder des neuen Jupiter. Das heißt, da bereits ein neuer Kosmos im Astralischen, der von den Menschen im weitesten Sinne gestaltet ist. Noch nicht das Ätherische, noch nicht das Physische, wie immer das ausschauen wird. Es wird ein Physisches geben, in irgendeiner Form. Weil ja auch andere, nur der Mensch wird nicht in dem Bereich leben. Er wird schon jetzt bald auf Erden nicht mehr in dem Bereich leben. Also dann ist vorbei für uns ein Dasein im Physischen. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass zumindest für die Menschen, die sich kräftig geistig entwickeln, dass im 6., 7. Jahrtausend die Inkarnationen aufhören, dann sind wir soweit. Und ich habe auch lange gebraucht, mit der Zeitspanne umzugehen. Das ist ja so kurz. Viele denken sich da, die Menschheit wird doch noch Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende Jahre existieren oder Millionen Jahre vielleicht, wie auch immer. Nein, es ist nicht so und es liegt daran, weil unser geistiges Entwicklungstempo in Wahrheit sehr, sehr groß ist. Also man kann jetzt über unsere Zeit schimpfen, so, es geht nichts weiter oder so, aber in Wahrheit ist das geistige Entwicklungstempo riesig. Es ist riesig. Und wir nähern uns immer mehr, und das ist auch ein Aspekt, warum die Verkörperungen weder notwendig noch möglich dann sein mehr werden, weil unser Entwicklungstempo so gestiegen ist, dass eine physische Verkörperung nicht mehr in Frage kommt. Und es ist heute schon so, dass die Leiber eigentlich nicht mehr mitkönnen mit der geistigen Entwicklung. Und dass wir trotzdem
weiterkommen. Ein Nebeneffekt ist aber, dass wir sehr viel leichter dadurch in gewisser Weise kommen, diese Entwicklung auf einer rein geistigeren Ebene, die gar nicht den Körper beansprucht, fortzusetzen. Selbst in der Verkörperung auf Erden. Das Interessante ist, dass heute ja die Leiblichkeit des Menschen viel stärker als in der Vergangenheit von den avimanischen Kräften erfasst ist. Dadurch ist sie also eigentlich viel unlebendiger, aber paradoxerweise leben wir gerade dadurch länger heute. Es ist jedenfalls mit ein Aspekt, weil das Leben langsamer fließt in uns. Wir sparen es eigentlich auf. Also früher war es eigentlich so, neben vielen anderen Dingen, erstens einmal die Maximallebenspanne des Menschen ist schon ziemlich lange gleichbleibend. Es gab schon in der griechisch-lateinischen Zeit Menschen, die 90, 100 Jahre geworden sind. Der Johannes ist im Übrigen so ein Beispiel dafür. Also der dürfte so um die 100 oder sogar über 100 Jahre alt geworden sein. Ganz genau kann man es nicht mehr sagen. Was aber so viel heißt, dass er damals schon eine geistige Entwicklung durchgemacht hat, die, wie soll ich sagen, schon sehr stark vom körperlichen Einfluss sich gelöst hat. Also die schon eine gewisse Fähigkeit war, und das hängt damit zusammen, dass er ja eben durch den Christus in Wahrheit eingeweiht wurde. Das haben wir ja besprochen, dass er eigentlich der auferweckte Lazarus ist und dass im Grunde nicht wirklich eine Totenerweckung im klassischen Sinne war, sondern es war ein Einweihungsvorgang. Ich meine, diese ganzen Totenerweckungen, von denen gesprochen wird, sind Einweihungsvorgänge in Wahrheit. Also da geht es darum, dass man durch einen todesähnlichen Zustand durchgeht und dann eben durch den Meister oder bis dahin eigentlich, bevor der Christus das als Einzelner gemacht hat, durch eine Gemeinschaft von Priestern erweckt wurde daraus. Das war halt der Weg in die geistige Welt. Du wirst also an den Rand des Todes gebracht und durch die entsprechende Schulung, die du hast, kannst du etwas mitnehmen von dem, was du dabei erlebst und von dem kannst du dann berichten. Das war im Prinzip die alte Einweihung. Das ist im Vergleich zu dem, wie es heute läuft, eigentlich jetzt sage ich, sehr abfällig, ein primitiver Weg im Grunde. Aber er ging halt nicht anders. Das war der Weg, der eben seit der ägyptischen Zeit in der Form gegangen wurde. Und wir haben schon darüber gesprochen, kurz vor Beginn der ägyptischen Zeit, also so etwa 3200 vor Christus, oder 3100 vor Christus, weiß ich jetzt nicht, ist wurscht. Auf 100 Jahre soll es jetzt nicht ankommen, 3102, glaube ich, vor Christus ist es, hat das Kali Yuga begonnen, das finstere Zeitalter. Und ab dem Zeitpunkt mussten solche Einweihungsvorgänge vorgenommen werden. Es war eigentlich das Hellsehen erloschen, der direkte bewusste Zugang oder traumhaft bewusste Zugang zu den geistigen Welten war bei einer Vielzahl von Menschen erloschen. Es gab zwar ein vergleichsweise niederes Hellsehen, also eine Art Naturhellsehen, also mit dem man die Elementarwesen sieht und diese Dinge, das bei manchen Völkern zumindest noch sehr verbreitet war, aber gerade für die höheren Bereiche, um dort hineinzukommen, war mit dieser Art von Hellsehen keine Chance mehr. Und um das zu erreichen, mussten die Menschen eigentlich in einen Zustand gebracht werden, wo sie das erleben können. Wo erlebt man das? Na, wenn man hinübergeht. Dann erlebt man es auf jeden Fall. Und das heißt, man hat die Menschen an den Rand des Todes gebracht. Und namentlich die Ägypter in der alten Zeit, im Alten Reich noch, dann Mittleres Reich, Neues Reich wird es schon sehr problematisch, aber die haben diese Kunst noch beherrscht, den Menschen also so knapp an den Rand des Todes zu bringen, dass sie ihn doch wieder zurückholen können, nach den
3,5 Tagen etwa. Später dann weiß man ja auch durch äußere Überlieferung, dass das dann öfter schief gegangen ist. Und der ist halt schon hinübergegangen, aber dort blieb er dann auch. Das hat halt dann nicht mehr funktioniert richtig. Aber das war zugleich das Zeitalter, und damit hängt ja das Kali Yuga auch zusammen, dass da also bereits die arimanischen Kräfte sehr stark die Überhand gewinnen. Und die haben ja zur Verfinsterung auch beigetragen. Das steht ja im Hintergrund der ganzen Sache. Also da ändert sich was drinnen. Aber was wir heute eben gewonnen haben, dass wir also die geistige Erfahrung, dass wir uns geistig bereits voll, wenn wir voll im Leben drinnen stehen, loslösen können, bis zu einem gewissen Grad von der Körperlichkeit und also zumindest von der physischen Körperlichkeit, nur mehr mit dem Ätherischen verbunden bleiben und da geistig wahrnehmend werden. Aber wir haben dann auch die große Schwierigkeit, das rein seelische Erlebnis, also es ist etwas Geistiges, ein geistiges Organ, aber es muss sich im Seelischen abbilden. Aber so wie wir es im Seelischen erleben, kann man es im Grunde nicht kommunizieren. Wir haben keine Worte dafür. Die Sprachen, die entstanden sind, sind alle gebildet worden und vor allem seit der ägyptischen Zeit immer mehr und in unsere heutige Zeit herein ganz besonders stark, dass sie eigentlich nur Worte, Begriffe, Ausdrücke wiedergeben für etwas, was sinnlich erscheint, was sinnlich irgendwie fassbar ist. Und das rein seelische Erlebnis einer Imagination hat mit den Sinnesqualitäten, mit den sinnlichen Dingen nichts zu tun. Das heißt, ich kann euch das jetzt nicht einmal beschreiben, weil es gibt keine Worte dafür. Es gibt keine Worte dafür. Man kann es vielleicht sagen, ja, es ist eine Seelenstimmung, aber das ist auch sehr schwierig. Man kann es vielleicht mit einem Gefühlspanorama vergleichen, aber auch das ist schwierig, weil die meisten Gefühle, die wir aus dem Alltag kennen, sind auch schon wieder stark körpergebunden. Gerade das Gefühlsleben ist auch zumindest gut zur Hälfte gebunden und das sind eigentlich Körperzustände, die wir mitspüren. Also, ich habe Angst und es hängt ganz typisch zusammen mit sofort reagiert die Atmung darauf oder umgekehrt, wenn die Atmung eine Unpässlichkeit hat, entsteht Angst. Ist sofort da. Wird jeder merken, selbst wenn man ganz bewusst ist und sich konzentriert oder was, aber wenn du eine Atembeklemmung kriegst, wenn die wer ersticken will oder so, oder einfach die Luft ausgeht im Raum oder was, man kann fast nicht umhin, die Panik zu kriegen. Weil das ganz eng mit den körperlichen Zuständen zusammenhängt. So sollte es ja sein. Der Mensch musste geistig ganz heruntersteigen, mit allen sich verbinden bis ins Physische hinein. Und der Christus hat es am allermeisten mitgemacht. Also das heißt, der hat in all diese Erlebnisse am intensivsten hineingespürt. Und mitgelitten mit allem, was durch den Körper an Leiden überhaupt erzeugt werden kann. Und wir hängen noch immer so daran, dass vieles halt noch hineinwirkt in unser Gefühlsleben. Das heißt also, selbst das Gefühlsleben, wie wir es im Alltagsbewusstsein kennen, ist auch nur ein sehr vages Ausdrucksmittel dafür. Es ist vielleicht passender noch, als wenn ich es jetzt in Farben und in Formen schildere, aber es ist auch so lala. Also man kann eigentlich nur vergleichsweise sprechen und man muss eigentlich was Neues gestalten. Das wird kommen. Es ist eigentlich ringen heute am meisten, habe ich den Eindruck, bildende Künstler, Tänzer und dergleichen darum, da neue Ausdrucksformen zu finden, wo eine Bewegung etwas Geistiges ausdrückt. Eurythmie geht ja in die Richtung.
Und nur die Arbeit mit der Zukunft wird so ausschauen müssen, dass da nicht ein Schema ist, das man kennt, so macht man es, sondern wo es spontan aus dem Erleben heraus die Bewegung entsteht. Dann wird eine bestimmte, ganz signifikante Form herauskommen. Aber für die Zukunft ist bei aller Kunst das No-Go, dass so macht man es. Das war in der bildenden Kunst auch, war ganz klar, da gab es die verschiedenen Schulen oder was und so malt man. So stellt man dar, so hat die Perspektive zu sein. Das so richtig gebrochen hat erst das 20. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts. Bahnt sich so langsam an, dass man mit all den Regeln, die gültig waren, bricht und sagt, es gibt keine Regel. Sondern jeder muss seine eigene Regel finden. Und die dann möglichst in sein Leben selbst noch 5-mal über den Haufen werfen. Wer sagt, so, sie hat mir gedient jetzt und jetzt muss ich schon wieder was Neues probieren. Wahnsinnig schwer dann fürs Publikum, ja, was ist denn das jetzt überhaupt? Das ist ganz typisch, muss aber auch so sein. Und selbst in der Musik. Ich meine, bis dahin, da ist ein Ton, dann ist einmal nichts. Dann kommen 2 Töne, das sind noch eine Disharmonie auch noch dazu. Und dann kommt wieder irgendein Ton. Und das kann nichts sein oder es kann eine große geistige Offenbarung sich darin ausdrücken. Je nachdem, was der Künstler wirklich erlebt hat, der Komponist erlebt hat. Aber es wird alles anders. Es wird alles neu. Das ist der Christusimpuls, mit dem wir gemeinsam gehen. Der Christus sagt, dass ich mache alles neu. Aber er macht es neu mit und durch die Menschen. Oder wir mit ihm, wie immer man es nennen will. Ja, damit möchte ich heute einmal einigermaßen pünktlich Schluss machen. Ich habe das versprochen, dass nicht immer Überzeit wird und man schon verfällt hinter dem viereckigen Kastel. Aber ich weiß, es ist anstrengend zuzuhören dabei. Ich danke euch dafür, freue mich aufs nächste Mal und wir werden das fortsetzen und ich denke, dass wir dann bald wieder mal an den Text der Apokalypse näher heranrücken. Ich habe mir es eigentlich schon für heute vorgenommen, aber es ist so viel rundherum zu sagen, was wichtig ist, einfach damit man es nicht missversteht. Danke. Danke, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ja, schön, ich sehe euch wieder. Danke, Papa. Danke auch bei allen, die im Livestream dabei sind. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.